Sehr geehrte Ehrengäste hier in der Aula, sehr geehrte Teilnehmende im Livestream, mein Name ist Katja Bär und ich begrüße Sie recht herzlich zur feierlichen Verabschiedung des Präsidenten der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Professor Walter Rosenthal. Der Abschied kommt für die Universität früher als erwartet, aber wir sind gleichzeitig stolz, dass Professor Rosenthal ab Ende des Monats hauptamtlich als Präsident zur Hochschulrektorenkonferenz wechselt. Unser Präsident hat sich einen Abschied ohne viele Lobreden und mit einer Podiumsdiskussion zur Rolle der Universitäten im Wissenschaftssystem gewünscht. Diesem Wunsch auf Lob zu verzichten, können die Universität und das Land Thüringen nur zum Teil nachkommen. Wir haben jedoch auf eine Laudatio des amtierenden HRK-Präsidenten verzichtet. Nicht verzichten wollen wir auf eine Verabschiedung durch den Ministerpräsidenten des Landes Thüringen, Bodo Ramelow. Lieber Herr Ramelow, Sie haben das Wort. Lieber Herr Professor Rosenthal, sehr verehrte Damen und Herren, was haben Stadtroda, Eisenberg, Hermsdorf und Isserstedt gemeinsam? Sie haben gemeinsam, lieber Professor Rosenthal, noch nicht einmal so viel Einwohner, wie Sie an Verantwortung für diese Hochschule getragen haben. 17.500 Studenten und 10.000 Beschäftigte ist mehr als eine durchschnittliche Stadt Thürings. Das heißt, ich habe jetzt mal die Umgebung von Jena aufgezählt, deren Sie als Oberbürgermeister vorgestanden haben. Und ich finde, wir müssen uns klar machen, was es bedeutet, Hochschulpräsident zu sein, eine Hochschule zu verantworten und nicht irgendeine, sondern die ehrwürdige Universität in Jena, die für uns, und deswegen bin ich gerne auch mit Wolfgang Tiefensee, der dafür die Zuständigkeit hat, gerne gemeinsam mit ihm heute auch hier, um einfach deutlich zu machen, dass die Frage, wohin geht so eine Hochschule, entscheidend ist für die Stadt Jena, lieber Oberbürgermeister, aber in der Dimension dieser Hochschule für das Land Thüringen, für den Freistaat Thüringen. Das ist weit mehr als nur die Zuständigkeit für eine nominale Zahl von 27.500 Personen, Menschen, Individuen, sondern eine Perspektive, dass eine Hochschule, und zwar diese Hochschule, für Thüringen der entscheidende Motor ist, wohin die Reise geht, wohin unsere Zukunftsentwicklung geht. Und deswegen, ich greife nochmal zurück, am letzten Samstag war ich hier und habe feierlich an 100 Jahre Planetarium, also an dem Fest 100 Jahre Planetarium Jena teilgenommen. Vor 100 Jahren war das ein Meilenstein. Einmal, was da drin an sichtbarer wissenschaftlicher Arbeit für Menschen populärwissenschaftlich zum Greifen nahe war, in einer Zeit, in der das Radio noch am Krächzen war, an ein Fernsehen noch gar nicht zu denken war und ein Smartphone noch undenkbar war. Und beides, nämlich das Planetarium selber, das, was sozusagen die bildgebende Form war, als auch die Bauform, beides zusammen waren in seiner Zeit ein Meilenstein für Deutschland und für die ganze Welt. Und lieber Herr Rosenthal, das verbinde ich auch mit dem heutigen, wenn ich nach vorne gehe, mit dem heutigen Würdigen Ihrer Arbeit, denn Sie haben es wirklich in Ihrer Zeit auch geschafft, die Hochschule in den Exzellenzbereich zu führen, in die Internationalität zu führen. Es war nicht einfach nur Sie waren für mich nicht einfach nur ein Reisebegleiter, sondern wir waren in all den Staaten und all den Staatsbesuchen, wo wir zusammen unterwegs waren Sie einer der Player, der auf die Universitäten dort zugegangen ist und das Networking im positiven Sinne für uns gemacht hat. Das ist aber nicht nur ein nach außen wirken gewesen, sondern vor allem auch ein nach innen wirken. Und aus dieser Perspektive, lieber Herr Rosenthal, müssen Sie sich jetzt doch von mir die würdigen Worte anhören und ich formuliere sie so, wie sie Akrützel respektvoll genannt hat. Der Medizinmann und Hochschulhäuptling. Und ich finde, das darf man auch so sagen, das darf man auch so zusammenfassen, denn
Das ist Ihr Werdegang einmal als Wissenschaftler und gleichzeitig als Hochschulhäuptling, derjenige, der für den Veränderungsprozess der Hochschule eingestanden ist und auch der Motor in den Veränderungsprozessen war. Und ich darf es sagen, manchmal haben Sie sich auch eine blutige Nase dabei geholt. Also es ist nicht nur einfach ein freundlicher Weg geradeaus gewesen, sondern manchmal auch ein Schubsen und ein Nachdenken. Ich weiß, wir haben häufiger auch darüber diskutiert und auch gesprochen, intensiv gesprochen. Ich war Ihnen immer dankbar, mit welcher Offenheit Sie auch Probleme beschrieben haben. Deswegen sage ich, es war nicht einfach nur ein geradliniger Weg und trotzdem ist er mit so vielen Meilensteinen versehen, die für uns auch auf lange Zeit noch Wirkung haben werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man den Lebenslauf von Professor Rosenthal runterladen wollte, müsste man 4 DIN A4 Seiten vollschreiben. Üblicherweise würde man sagen, ein Mensch, der offenkundig sehr schnell wechselt. Stimmt aber gar nicht. Er bleibt sich immer treu. Und er hat den Weg als Wissenschaftler konsequent immer weiter vervollständigt und er ist dabei immer mehr auch zum Manager geworden. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass Sie 2022 zum Hochschulmanager des Jahres in Deutschland gewählt wurden. Ich weiß, dass Sie dann immer sagen, jetzt machen wir langsam. Und ja, ich stehe dafür ein. Gleichzeitig, lieber Herr Rosenthal, der Wissenschaftscampus Jena ist im Moment die größte Baustelle, die wir haben. Es ist also auch insoweit nicht ganz unkompliziert. Naja, wir haben ja, also mit Professor Rosenthal ist ja, lieber Herr Nitsche, eine Niederlage für Jena auch verbunden. Wir haben sozusagen das Ost-West-Transformationszentrum nicht bekommen, mit der Begründung, der informellen Begründung, Jena sei viel zu toll. Also darüber muss man dann auch mal nachdenken, dass man sagt, eigentlich eine erfolgreiche Transformation wäre doch lohnenswert, als Benchmark für alles zu nehmen, zu sagen, lasst uns am Erfolg orientieren. Aber eigentlich hat man uns dann eher zu verstehen gegeben, nee, wir haben zu viele Baukräne gesehen, wir haben zu viel Baustelle gesehen, wir haben zu viel an expansiven Ergreifen dieser Stadt und Verändern der Stadt gesehen. Und lieber Herr Rosenthal, Sie sind nicht ganz unbeteiligt davon. Das ist auch ein Teil sozusagen dessen, was wir im Nachgang, wenn Sie die nächste Etappe gegangen sind, trotzdem noch verarbeiten müssen. Denn diesen Streit, nicht mit Ihnen, aber Wolfgang Tiefensee und ich haben einen langen Streit innerhalb der Regierung gehabt, ob wir der Universität gestatten wollen, dass sie selber bauen darf. Sie haben gesagt, ich traue mir das zu. Mit all den Folgen, die dann auch damit verbunden sind, weil sie nie ahnen konnten, dass wir auf einmal in so eine risikoreiche Zeit kommen. Hellseher sind sie auch nicht. Aber sie sind visionär, weil sie gesagt haben, wenn wir jetzt nicht anfangen zu bauen, werden wir den Veränderungsprozess nicht kriegen. Hätten wir in der Geschwindigkeit gebaut, wie üblicherweise wir als Land Thüringen bauen, wären im Moment weniger Kräne hier. Nur um es freundlich zu umschreiben. Insoweit sage ich, die Herausforderung, die bleibt, ist eine Aufgabe, die Sie hinterlassen werden. Aber es ist eine Aufgabe, die notwendig war. Weil wenn sie nicht angefasst worden wäre, hätte sich keiner mehr getraut, diese nächsten Schritte zu gehen. Deswegen wollte ich das auch in der Deutlichkeit sagen, dass das Zusammenwirken dieses Herangehen zu sagen, wir wollen uns auch als Exzellenzuniversität zeigen. Wir wollen uns auch im Gesamtranking der Bundesrepublik Deutschland zeigen. Da haben Sie wesentlich die Handschrift, das ist im Wesentlichen Ihre Handschrift. Und wir haben ja einige der großen Projekte auch gemeinsam vorangebracht. Ich war immer gerne mit Ihnen zusammen unterwegs, wenn nicht das goldene Band durchgeschnitten wurde, aber gesagt wurde, hier entsteht wieder ein neues universitäres Forschungsgebiet und es entsteht ein neuer Wissenschaftsansatz, der mit Jena verbunden ist. Und meine Damen und Herren, ich bin im Moment immer wieder in der Welt unterwegs und erkläre, dass Hightech pur, nichts im Himmel fliegt rum, was nicht irgendeine Optik oder eine Technologie aus Jena hat. Und wenn heute Chipfabriken auf der Welt gebaut werden, ist die Schlüsseltechnologie hier in Jena entwickelt worden. Und darüber müssen wir uns klar sein, dass der Beiname Jena Lichtstadt nicht eine Banalität ist. Und die Frage, was für eine Ausstrahlung diese Lichtstadt für Thüringen, aber auch für Deutschland hat und im wissenschaftlichen Sinne sogar für die Welt hat, das ist etwas, was
in den letzten 9 Jahren, fast 10 Jahren Ihrer Amtszeit von Ihnen wesentlich mitgeprägt worden ist. Natürlich weiß ich auch, dass es hunderte Forscherinnen und Forscher, tausende Studierende und Menschen, die sich aufmachen, ihren Doktorweg zu gehen, alles das ist auch damit gemeint. Aber es braucht auch jemand, der es in Gang setzt. Und deswegen sind Sie eher ein Unternehmer. Sie unternehmen etwas und kein Unterlasser. Und das, was Sie unternommen haben, wird lange Zeit die Stadt Jena und die Universität prägen. Deswegen, sehr geehrter Herr Rosenthal, im Namen des Freistaates der Landesregierung danke ich Ihnen für die fast 10 Jahre, die Sie diesen Ort geprägt haben, den Sie aber auch in Thüringen Spuren hinterlassen haben. Sie haben die Hochschule geformt und entwickelt, oftmals gegen Widerstände von innen und von außen. Sie haben Charakter gezeigt, aber auch Charakter gefördert. Und das, was Ihnen wichtig war, Sie wollten nicht angepasst sein, fördern, sondern Sie wollten sich einmischen, fördern, damit man gemeinsam einen besseren Weg hat. Ich will es auch persönlich sagen, ich habe mich auch immer gefreut, wenn ich Ihre Frau und Sie irgendwo in Thüringen getroffen habe. Ja, ich sage das mit einer großen Anerkennung, weil manch einer kommt am Montag und fährt am Freitag. Und wenn wir dieses Land entwickeln wollen, brauchen wir eine Hochschule und den ganzen Topos der Hochschule, der auch in diesem Land lebt und mit diesem Land lebt und leidet, spürt und ausstrahlt. Und deswegen war ich Ihnen und Ihrer Frau immer dankbar, wenn wir uns bei Bachwochen gesehen haben oder bei anderen Veranstaltungen und eben die Normalität, mit der Sie mit beiden Beinen, alle beide in Thüringen Thüringer sind und wie ich höre, auch bleiben werden. Deswegen leihen wir Sie gerne nach Bonn aus und von Bonn können Sie dann auf ganz Deutschland schauen, aber die Mitte Deutschlands ist immer noch hier und deswegen wissen wir, dass Ihr Herz mit uns weiter verbunden ist. Deswegen wünsche ich Ihnen auf Ihrem nächsten Lebensweg alles Glück der Welt und viel Fortune. Ich danke Ihnen für alles bisher, aber ich bin stolz darauf, dass Sie das Gesicht in Zukunft sein werden der deutschen Hochschullandschaft. Und auch darauf können wir stolz sein. Alles, alles Gute. Herzlichen Dank. Für die Verabschiedung durch die Friedrich-Schiller-Universität Jena darf ich den Vorsitzenden des Universitätsrats, Herrn Professor Wolfgang Marquardt, nach vorne bitten. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Rosenthal. Es ist mir wirklich eine Herzensgelegenheit, hier anlässlich Ihrer Verabschiedung aus dem Amt des Präsidenten der Friedrich-Schiller-Universität Ihre Arbeit und Ihr Wirken hier und heute mit einigen Worten zu würdigen. Meinen Beitrag möchte ich mit einer persönlichen Erinnerung beginnen. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch an unser erstes Treffen vor etwa, ich würde sagen fast genau 12 Jahren, wo wir uns zum ersten Mal richtig begegnet sind. Wir hatten uns zu einem Mittagessen im Tucher am Brandenburger Tor verabredet, um uns kennenzulernen und auszutauschen. Es gab dann natürlich mehr als nur, man möchte sich kennenlernen, weil wir haben ein Thema gehabt, das uns beide umtrieb. Die Frage, wie sich universitäre und außeruniversitäre Forschung zusammenfindet, eigentlich ein Klassiker der wissenschaftspolitischen Debatten, aber es gab einen konkreten Anlass, nämlich die Diskussion war angelaufen, dass die Forschung der Charité und des Max-Delbrück-Zentrums zusammengeführt werden soll. Ich will hier gar nicht weiter ins Detail gehen, das ist eine lange, komplizierte Geschichte, aber einen Punkt möchte ich noch machen und damit auch diese kleine Anekdote abschließen. Ich habe nämlich in den Gesprächsvermerk geschaut, den ich mir damals gemacht habe, und der letzte Satz heißt, und den möchte ich mit Ihnen teilen, ich zitiere, ein ertragreiches Gespräch mit einem kooperationsfähigen, offenen und interessierten Kollegen. Und damit komme ich eigentlich zu dem Punkt, wo ich mit Ihnen teilen möchte,
wie ich glaube, was Walter Rosenthal treibt, wer Walter Rosenthal ist. Natürlich ist das eine sehr persönliche Einschätzung. Dennoch traue ich mich, die mit Ihnen zu teilen. Sie, lieber Herr Rosenthal, habe ich nach dem Gespräch wirklich in vielen Begegnungen als einen Menschen und Kollegen kennen und wertschätzen gelernt, dessen Denken und Handeln sich ganz klar an einem persönlichen Kompass orientiert. Einem Kompass, den ich beschreiben würde mit Wertschätzung im Umgang mit anderen Menschen, mit Offenheit gegenüber Neuem und auch anderem, mit Zielorientierung, Ambition, Verantwortungsbewusstsein und Fairness. Als Hochschulmanager stellen Sie sich gewinnend und überzeugend in den Dienst der Sache. Sie nehmen sich dabei als Person eher zurück, Sie hören zu und binden alle wesentlichen Akteure geschickt ein. Mit einem guten Gespür für das Machbare und das Angemessene suchen Sie immer nach sorgsamer Abwägung aller Argumente, die Synthese mit Ihren eigenen Überlegungen, Ihren eigenen strategischen Zielen, um schließlich Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen, die der Sache dienen. Mit Ihrer verbindlichen und vermittelnden auch Herangehensweise führen Sie unprätentiös und unaufgeregt. Sie kommen ohne Paukenschläge aus und setzen vielmehr auf die leisen Töne, auf die Kraft des Arguments. So überzeugen Sie und so setzt sie sich durch im Gespräch, am Verhandlungstisch, mit externen Partnern wie auch in den Gremien der Universität. Ihre persönlichen Eigenschaften und Ihr Führungsstil, lieber Herr Rosenthal, sind, wie ich meine, wesentliche Gelingensbedingungen für Ihre bemerkenswerte Erfolge hier an der Universität Jena, die auch lange über Ihre Amtszeit hinaus noch nachhaltig wirken und Ihren großen Fußabdruck dokumentieren werden. Nun komme ich zu dem Teil, wo ich auch noch ein paar Beispiele rausgreifen möchte, die mir besonders wichtig sind, an den Dingen, die Sie vorangebracht haben, die Berufungsverfahren. 230 an der Zahl. In vielen, wirklich sehr vielen von diesen ist es Ihnen gelungen, hervorragend ausgewiesene Kolleginnen und Kollegen für Jena zu gewinnen und was ja in diesen Zeiten gar nicht so einfach ist, sie auch zu halten, hier in Jena zu halten. Die Professionalisierung des Berufungsmanagements, ein gutes Verständnis, das man gemeinsam aufbauen muss zwischen Fakultäten und Präsidium zu den Auswahlkriterien im je spezifischen Kontext, und da war Exzellenz natürlich nie verhandelbar, die eigene Urteilsfähigkeit über die Breite der Fächer, aber auch Ihr Charme und Ihre Überzeugungskraft in Berufungsverhandlungen sind, wie ich meine, die wesentlichen Erfolgsfaktoren in diesem Bereich, lieber Herr Rosenthal. Hervorragende Berufungen gelingen aber nur bei attraktiven Standortbedingungen. Jetzt kann ich bei dem Ministerpräsidenten Herrn Ramelow anknüpfen an der größten Baustelle, die Thüringen hat. Natürlich bei den Standortbedingungen sind die baulichen und wissenschaftlichen Infrastrukturen zu nennen. Hier haben Sie vieles auf den Weg gebracht, lieber Rosenthal, wesentliche Impulse zur langfristigen Entwicklung des Campus ganz grundsätzlicher Art auch gegeben, große Bauprojekte auf den Weg gebracht, wo eine solide Finanzierung immer eine Herausforderung darstellt, die Sie gemeistert haben. Aber auch eine andere Herausforderung haben Sie sich vorgenommen, nämlich den Erhalt und die Ertüchtigung der geschichtsträchtigen Liegenschaften, die es hier in Jena gibt, zusammenzuführen mit den Erfordernissen eines zukunftsfest ausgestalteten Wissenschaftscampus. Die Universität, das wissen wir, wird nämlich nur dann zur Universitas, also zur Gemeinschaft der Lehrenden und Studierenden, wenn sie inspirierende Orte der Begegnung und des Austauschs bietet, die auch bei fortschreitender Digitalisierung von Lehre und Forschung eine hohe Attraktivität entwickeln und auch langfristig behalten. Neben dem Beton sozusagen ist ein weiterer ganz wichtiger Standortfaktor natürlich auch das regionale Umfeld der Personen und der Einrichtungen, die man zu einem Netzwerk, einem regionalen Netzwerk zusammenführen kann. Da haben Sie, lieber Herr Rosenthal, wie auch Ihr Vorgänger, die Chance erkannt und sehr geschickt genutzt, über die Jahre eine vielfältige Präsenz der Wissenschaftsakteure auch und insbesondere aus der universitären Forschung hier in die Region zu bringen und die Präsenz hier sicherzustellen. Und diese vielfältige Präsenz, wir wissen, sie ist nicht nur ein Erfolgsfaktor für Rekrutierungen,
sondern es ist auch ein Erfolgsfaktor in Förderwettbewerben. Manche Vorhaben kann man gar nicht auf den Weg bringen ohne dieses Netzwerk. Neben den bestehenden Instituten, Max Planck, Fraunhofer, Leibniz, die schon da waren, haben Sie 2 Helmholtz-Institute, das Senckenberg-Zentrum hier in Ergänzung mit hinzugefügt. Die Universität ist außerdem Partner in einer ganzen Reihe von Verbünden großer Strahlkraft, zum Beispiel dem Deutschen Zentrum für psychiatrische Erkrankungen oder dem kürzlich erst mit einem ganz kreativen Governance-Ansatz verstetigten DFG-Forschungszentrum für Biodiversitätsforschung. Diese und andere Partner haben sich unter ihrer Federführung zu einem Verbund, dem Jena Versum, zusammengeführt, um organisiert, systematischer in den Austausch zu treten und auch das enorme Synergiepotenzial hier im Umfeld der Universität zu heben. Wir alle wissen, dass eine Universitätsleitung aber nur dann erfolgreich sein kann, wenn auch die weniger mondänen Seiten des Wissenschaftsbetriebs mit großem Engagement bearbeitet werden. Auch hier in diesem Bereich, lieber Herr Rosenthal, haben Sie wichtige Initiativen vorangetrieben, nämlich um effektive und effiziente Strukturen und Prozesse zu schaffen. Stellvertretend möchte ich hier die laufenden großen Digitalisierungsprojekte, die ja gar nicht das Wichtige sind, sondern die Reorganisation, die man braucht, um dahin zu kommen, nennen, aber auch die Neuaufstellung des Innovationsmanagements und zukunftsweisende Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Lehre. Diese exemplarisch aufgeführten und alle anderen Handlungsfelder sind eingebettet in eine klug gewählte Strategie, die mit den Profillinien Light, Life, Liberty wesentliche historische Wissenschaftsschwerpunkte aufgreift und sie zukunftsorientiert ausrichtet. Diese Profillinien bieten nicht nur Orientierung für die Disziplinen und Fakultäten, übergreifende Profilierung und Stärkung des Portfolios in Lehre, Forschung und Transfer. Sie bilden, und ich glaube, das ist manchmal unterschätzt, sie bilden auch das Fundament für eine Marke der Jena Universität, die nach außen und nach innen ganz sicher Wirksamkeit entfalten und entwickeln wird. Die herausragenden Erfolge in kompetitiven wettbewerblichen Förderverfahren, eine ganze Zahl, da könnte man lange drüber reden, und in der Rekrutierung zeigen, dass Sie in Ihrer Amtszeit, lieber Herr Rosenthal, das Richtige wirklich richtig gemacht haben. Die Jury, darauf ist schon hingewiesen, die Sie als Hochschulmanager des Jahres 2022 ausgewählt hat, trifft in ihrer Würdigung oder Begründung des Preises den Nagel auf den Kopf. Ich zitiere: Walter Rosenthal hat die Universität Jena auf die Landkarte gesetzt, kurz und knapp. Dem kann ich mich nur nachdrücklich anschließen. Nun, Sie werden nicht müde, so auch in Reaktion auf diese persönliche Auszeichnung, zu Recht das großartige Engagement der Mitarbeitenden der Universität nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Verwaltung hervorzuheben. Auch wenn ohne deren tagtägliche Arbeit im Detail die positiven Entwicklungen der Uni Jena nicht möglich gewesen wäre, müssen Sie es jetzt aber doch aushalten und sollen es und werden es hoffentlich auch genießen, dass Sie heute hier alleine strahlend im Rampenlicht stehen. Die großartigen Entwicklungen der letzten Jahre an der Universität Jena sind Ihr Verdienst. Ihrem höchsten persönlichen Einsatz, den Sie über die ganzen Jahre Ihrer Amtszeit unermüdlich erbracht haben, gebührt unser Respekt und unsere Anerkennung. Im Namen des Universitätsrats und aller Mitglieder der Universität danke ich Ihnen für das Geleistete von ganzem Herzen. Ich wünsche Ihnen für die vorliegenden Aufgaben im neuen Amt als Präsident der Hochschulrektorenkonferenz nicht nur viel Erfolg, sondern auch eine glückliche Hand und persönliche Erfüllung. Bleiben Sie der Region und der Friedrich-Schiller-Universität verbunden, lieber Herr Rosenthal. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Rosenthal, wir freuen uns auf Ihre Worte. Ja, jetzt bin ich wohl dran. Sehr geehrter Herr Bundestagsabgeordneter, lieber Holger Becker, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Herr Ramelow,
sehr geehrter Herr Minister, lieber Herr Tiefensee, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Herr Nitsche, sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Herr Gerlitz, da sitzt er, sehr geehrter Herr Bischof Neimeyer, sehr geehrter Herr Vorsitzender des Universitätsrats, lieber Herr Marquardt, liebe Kolleginnen und Kollegen, Präsidentinnen, Präsidenten, Rektorinnen und Rektoren aus Thüringen und darüber hinaus aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, vielleicht auch noch mehr, liebe Kolleginnen und Kollegen, Amtsleiterinnen und Amtsleiter, verehrte Mitglieder und Angehörige der Universität, liebe Mitglieder des Präsidiums, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Beitrag, das habe ich erst in den letzten Tagen realisiert, heißt Replik. Und sehen Sie mir nach, wenn ich mich bedanke für Ihre Worte, die Sie gerade gesprochen haben. Ich werde auf Ihre Reden noch mal mit einem Satz zumindest zurückkommen, aber mich sonst jeden weiteren Kommentars enthalten. Aber herzlichen Dank. Wir haben uns so an Sie gewöhnt, sagte überrascht und bedauernd einer der Pförtner im Hauptgebäude, als ich mir erzählte, dass ich die Universität bald verlassen werde. Es war wieder einmal spät geworden und ich trug, als er mich von seiner Pförtnerloge aus sah, einen Umzugskarton mit natürlich privaten Dingen, darunter eine einfache Laborwaage. Für mich eine Erinnerung an meine langjährige Laborarbeit. Was die Besucher bei ihrem Anblick in meinem Dienstzimmer dachten, weiß ich nicht. Eine Waage hat ja einen hohen Symbolwert. Der Pförtner und ich, oder die Pförtner und ich, die wechselten ja ab, uns gehörte das Hauptgebäude ab einer bestimmten Abendszeit meistens allein. Außer wenn Herr Granert mit dem Universitätsorchester für die Hofoper probte und natürlich erst seitdem Klaus Bartholmä Ruheständler ist. Und so kam es an vielen Abenden zu kurzen Gesprächen über Privates und Dienstliches. 9 Jahre liegen hinter mir, in denen auch ich mich an die Universität gewöhnt habe und sie mir vertraut wurde. Wie sehr wird mir in den letzten Wochen meiner Amtszeit besonders bewusst. Ich erlebe die Menschen und die Umgebung intensiver, sehe sie mit anderen Augen. Ich bin dabei nicht oder nur wenig wehmütig, denn ich freue mich auf das Neue und das Amt des Universitätspräsidenten ist ohnehin ein Amt auf Zeit. Das Leben selbst, so heißt es, ist eine Reise und ich nehme viele Erinnerungen und Erfahrungen von hier zu meiner nächsten Station mit. 9 Jahre Universität Jena, eine intensive, eine spannende Zeit mit Höhepunkten und Tiefpunkten. Für mich geht eine Zeit mit starken Eindrücken zu Ende. Als ich vor 9 Jahren nach Jena kam, war die Universität eine Unbekannte für mich. Mit dem unbefangenen Blick von außen und großer Neugier habe ich mich ans Werk gemacht, sie kennenzulernen. So gesehen war die Zeit in Jena eine spannende Entdeckungsreise, die ich nicht missen möchte. Am wenigsten die Persönlichkeiten, die ich kennen und schätzen gelernt habe und mit denen ich verbunden bleibe. Nach meiner Wiederwahl habe ich häufiger an den nun unweigerlich näher rückenden Abschied gedacht, auch wenn er vor einem knappen Jahr noch in weiter Ferne schien. Jetzt kommt er 3 Jahre früher als gedacht. Die endgültige Nachfolge steht noch nicht fest. Es gibt daher auch keine Übergabe des Talars an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger, auch kein Umlegen der Amtskette, kein an die Kette legen, wie Klaus Dicke es bei meiner Amtseinführung formulierte. Mit dem Talar habe ich in den 9 Jahren nie richtig Frieden schließen können. Anders die Amtskette, ein Zeichen der Würde und Verpflichtung. Heute trage ich sie zum letzten Mal. Was sagt man zum Abschied? Mir fällt ein Kollege ein, der mir, als er seine Abschiedsrede vorbereitete, sagte, am liebsten würde ich so richtig vom Leder ziehen. Und er meinte wohl, den angestauten Frust von der Seele reden. Das hat er aber dann nicht getan, sondern stattdessen eine wohlklingende und eine diplomatische Rede gehalten. Das nehme ich mir auch vor, denn ich bin vor allen Dingen dankbar für die gemeinsame Zeit und die gemeinsame Arbeit für unsere Universität. Was also sagen zum Abschied? Bilanz ziehen, wertend Erfolge und Misserfolge aufziehen, das sollen andere tun. Und gelobt wurde ja bereits, das ist jetzt mein Kommentar, wenn Sie, verehrte Gäste, am ausgesprochenen Lob ein paar Abstriche machen, kommen Sie der Realität ein Stück näher. Also keine Bilanz. Ein paar Gedanken sind mir jedoch wichtig, die ich mit Ihnen teilen möchte. Dabei will ich in erster Linie nach vorne schauen, auch dann, wenn ich Vergangenes aufrufe. Fühlen Sie sich frei, das Gesagte den Kategorien Erinnerung, Zukunft und Dank zuzuordnen.
Aus der Großstadt Berlin kommend, in der viele Einrichtungen, so auch die Hochschulen, um Aufmerksamkeit konkurrieren, habe ich in Jena wie durch ein Brennglas gelernt, welche Bedeutung, welche Prägekraft eine Universität für die Entwicklung einer Stadt haben kann. Die Stadt ist das, was sie heute ist, dank der Universität. Ein international sichtbarer Wissenschafts- und Hightech-Standort. Das Gründungsdatum der Universität ist, wie es der frühere Oberbürgermeister dieser Stadt Albrecht Schröder formulierte, das wichtigste Datum in der Stadtgeschichte. Auch heute wirkt die Universität auf vielfache Weise in die Stadt hinein. Durch Wissenschaftskommunikation, kulturelle Beiträge, die Hofoper, die ich eben schon genannt hatte zum Beispiel, oder gesellschaftliche Großereignisse wie das Sommerfest und nicht zuletzt als große Arbeitgeberin. Sie prägt das Klima dieser Stadt, auch das politische. Unvergessen wird mir das gemeinsame Auftreten von Stadt und Universität gegen Aufzüge von Neonazis bleiben. Oder das Betreten des Appellplatzes des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald an einem kalten, trüben Novemberabend in den ersten Wochen meiner Amtszeit gemeinsam mit den Kollegen Volkhard Knicke und Norbert Frey. Ganz aktuell wird der jetzige Leiter der Gedenkstätte, Jens Wagner, von Rechtsextremisten diffamiert. Das betrifft auch die Universität, nicht nur, weil er eine Professur an unserer Universität hat, sondern weil die Universität, einen gesellschaftlichen Auftrag hat. Und damit komme ich zu einer weiteren Besonderheit der Universität Jena. Sie ist bis heute eine lebendige akademische Gemeinschaft. Man trifft sich, anders als an den großen Universitäten oder den Hochschulen in den Metropolen, auch außerhalb von Veranstaltungen, gezielt oder auch zufällig, knüpft Kontakte, kommt so auf neue Ideen und plant gemeinsame Projekte. Diese Lebendigkeit ist ein hohes Gut und eine Stärke der Universität, die es zu fördern gilt. Das Kommunikationszentrum Forum wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Mit dem Neubau wird im kommenden Jahr begonnen werden. Es gibt nicht viele Wissenschaftsstandorte in Deutschland, die eine solche Dichte an Forschungseinrichtungen aufweisen wie Jena. Mittlerweile sind außer der Ernst-Abbe-Hochschule, der Universität und dem Universitätsklinikum 11 zum Teil große außeruniversitäre Einrichtungen vertreten. Allein in diesem Jahr gab es 2 Neugründungen. Ein großes Max-Planck-Institut mit dem spannenden Thema Geoanthropologie mit 5 Abteilungen als Nachfolgeinstitut des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte und aus der Universität heraus das Helmholtz-Institut für Polymere in Energieanwendungen, HIPOL oder HIPOL. Die enge Zusammenarbeit der Universität mit diesen Instituten sowie mit der Klassikstiftung Weimar, der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora und der Stiftung Ettersberg, belegt durch Dutzende von gemeinsamen Berufungen, macht die Forschungsstärke des Standorts aus und ist eine essentielle Basis für Erfolge in nationalen und internationalen Wettbewerben. Mit dem Verein Jena Versum haben wir auch einen organisatorischen Rahmen für die Zusammenarbeit gesetzt. Wie in der Vergangenheit wird die Universität auch in Zukunft in den großen Wettbewerben nur als Netzwerkuniversität erfolgreich sein. Das trifft ganz besonders auf die derzeit laufende Bewerbung um 3 neue Exzellenzcluster zu und gilt auch für die Bewerbung um die Weiterförderung des bestehenden Exzellenzclusters Balance of the Microverse, das die Universität und den gesamten Standort national und international auf dem Gebiet der Mikrobiologie ein großes Stück vorangebracht hat. Ich habe mich während meiner Amtszeit sehr dafür eingesetzt, exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für unsere Universität zu gewinnen. Insgesamt, Sie haben es schon gehört, wurden in 9 Jahren 230 Kolleginnen und Kollegen berufen. Das ist eine große Zahl, zu der auch die vielen gemeinsamen Berufungen mit unseren Partnereinrichtungen beigetragen haben. Die Berufung exzellenter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unserer Universität ist entscheidend für ihre Zukunft. Deshalb ist es wichtig und auch die Position des Präsidiums, trotz angespannter Finanzlage nicht in erster Linie bei Berufungen und im Rahmen von Bleibeverhandlungen zu sparen. Hierbei wird es auf eine gute Abstimmung zwischen Präsidium und Fakultäten ankommen. In den letzten Monaten hat sich das Präsidium mit neuen Konzepten in der Lehre befasst und sie in die Beratung zur Hochschulstrategie 2030+ des Freistaats Thüringen eingebracht. Kernelemente sind Orientierungsphasen zu Studienbeginn
und die Flexibilisierung von Bachelor- und Masterstudiengängen in den späteren Phasen mit dem Ziel, mehr Freiräume zu schaffen für Schwerpunktsetzungen, für Auslandssemester, für Praktika, zum Beispiel in der Wirtschaft oder auch für das Hineinschnuppern in andere Disziplinen. Ich hoffe sehr, dass die Universität, auch die Fakultäten diesen Weg weitergehen und dass sie dabei vom Land unterstützt werden. Die Voraussetzungen sind grundsätzlich gut, denn kaum eine andere Universität in Deutschland hat ein so hervorragendes Betreuungsverhältnis, wenn wir die Zahl der Studierenden betrachten, die auf eine Professur kommt. Das wird auch so bleiben, wenn in den kommenden 5 Jahren einzelne Professuren wegfallen müssen. Zumal in den letzten Jahren neue Professuren eingerichtet wurden und daher heute deutlich mehr Professuren besetzt sind als vor 10 Jahren, als die Universität mehr Studierende als heute hatte. Das haben wir gerade auch noch mal in der Senatssitzung diskutiert. Die umfangreichen Bauaktivitäten der Universität sind derzeit Gegenstand einer starken Kritik, in dem Glauben, dass eben das Geld von der Uni auf den Tisch gelegt werden muss. Dabei investieren vor allen Dingen das Land, der Bund und die Europäische Union. In Summe werden derzeit über 300 Millionen Euro verbaut. 80 Millionen kommen in ein paar Jahren dazu für den dringend notwendigen Neubau der Pharmazie. Das Land zieht die Universität allerdings in erheblichem Umfang zur Kofinanzierung aus ihrem laufenden Forschungs- und Lehreetat heran. Ein Umstand, der wesentlich zur gegenwärtigen schwierigen Haushaltslage beiträgt. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass alle Neubauvorhaben nötig sind, um die Zukunftsfähigkeit, aber auch die Attraktivität der Universität für Studierende und für Forschende sicherzustellen. Auch in der Verwaltung gibt es große Baustellen. Die Universität befindet sich administrativ im größten Umbruch seit dem Neustart Anfang der 90er Jahre. Ab dem 1. Januar 2024 wird mit SAP sukzessive ein ERP-System eingeführt. Die Einführung eines neuen Campus-Management-Systems, Studierendenverwaltung, ist bereits im Gange und die eines neuen Dokumentenmanagementsystems wird vorbereitet. Mit der SAP-Einführung werden Verwaltungsläufe neu oder auch zum ersten Mal strukturiert werden. Ein extrem aufwendiger Prozess. Dabei eröffnen sich neue Möglichkeiten. Ich nenne ein Beispiel. Mit unserem Kanzler, der diese Projekte verantwortet und vorantreibt, bin ich mir völlig einig, dass die Fakultäten in Zukunft über ein Globalbudget, das Personal und Sachmittel umfasst, verfügen sollten. Ein wichtiger Schritt in Richtung Dezentralisierung, Entbürokratisierung und mehr Eigenverantwortung der Fakultäten. Damit wird erreicht, dass in Zukunft Finanzierungsentscheidungen sozusagen vor Ort sachgerecht getroffen werden können. Dabei und in vielerlei anderer Hinsicht hätte ich die Universität gerne auf ihrem weiteren Weg begleitet, ganz besonders im Wettbewerb der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder. Und ich hätte gern mit Ihnen weitere Erfolge gefeiert. Aber auch rückblickend gab es viele schöne und auch feierliche Momente. Dazu gehören Rufannahmen exzellenter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Auszeichnungen von Kolleginnen und Kollegen mit herausragenden Preisen wie dem Leibniz-Preis, einer Humboldt-Professur oder einem ERC-Preis. Die Eröffnung neuer Forschungsbauten, das Richtfest auch für den Inselplatz-Campus, die Einrichtung der Akademie für Lehrentwicklung, aber auch die wiederkehrenden Feste wie die feierliche Immatrikulation in der vergangenen Woche wieder und der Schillertag mit dem Sommerfest. Darum empfinde ich in diesem Augenblick vor allem Dankbarkeit. Ich danke allen, die mich beraten und begleitet haben. Sie alle sind mitgemeint, wenn ich zum Abschied exemplarisch, namentlich einigen von Ihnen Dank für die vergangenen Jahre sagen. Ein besonderer Dank geht an meine engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mir zur Seite gestanden haben. Katja Daube, Franka Rudolph, Evelyn Tenzer, Christopher Domhardt und Thomas Heller. Und an Renate Atham, die über Jahrzehnte das Bindeglied zwischen Hochschulleitung, Gremium und der gesamten Universität gebildet hat. Ich danke allen gegenwärtigen und ehemaligen Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten für die vertrauensvolle und intensive Zusammenarbeit. Iris Winkler, Kim Siebenhühner, Carina Weichhold, Uwe Kantner, Thorsten Heinzel, Georg Punert, Christoph Steinbeck und den Kanzlern Klaus Bartholmä und Thoralf Held. Das gesamte Präsidium hat über all die Jahre mit großem Engagement
und erheblichem Zeiteinsatz gearbeitet. Dabei waren auch große Projekte zu stemmen. Ich nenne die Studiengangsakkreditierung, die Reform der Lehramtsbildung, die, so haben wir gerade heute festgestellt, universitätsseits abgeschlossen ist, und natürlich auch die großen Wettbewerbe in der Forschung und ressortübergreifend die Corona-Pandemie. Ich danke den Fakultäten und den Gremien für die gute Zusammenarbeit, ganz besonders dem Senat. Nicht jede Senatssitzung war eine Sternstunde und einige haben mich auch nachdenklich zurückgelassen. Aber entscheidend, und auch heute hatten wir schwierige Phasen in unserer Senatssitzung, die erst vor einer Stunde zu Ende gegangen ist. Aber in entscheidenden Fragen haben wir zueinander gefunden, auch wenn es eines längeren Vorlaufs bedurfte. Vielen Dank. Ein großer Dank geht an Katja Bär. Sie hat die Hochschulkommunikation an unserer Universität auf eine neue Ebene gerufen. Als Chief Communications Officer ist sie ganz besonders für mich, aber auch für das gesamte Präsidium, dem sie angehört, eine große Bereicherung. Sie hat einen entscheidenden Anteil daran, dass unsere Universität organisatorisch und kommunikativ Krisenzeiten wie die Corona-Pandemie sehr gut bewältigt hat. Berufungs- und Bleibeverhandeln sind das Kerngeschäft eines Präsidenten und darüber hinaus des gesamten Präsidiums. Auch hier trifft zu, dass das Berufungsmanagement auf eine neue, eine professionelle Ebene gestellt wurde. Dies ist in erster Linie Jolien Walter zu verdanken. In den letzten Jahren haben ausnahmslos alle, mit denen wir verhandelt haben, wirklich ohne Ausnahme und unabhängig vom Ausgang der Verhandlungen festgestellt, dass die Durchführung der Berufungsverfahren sehr professionell, sehr fair und exzellent war. Deswegen vielen Dank an Jolien Walter und das gesamte Team. Ich danke der Leiterin des Internationalen Büros, Claudia Hillinger. Wir sind mehrmals, natürlich häufig auch zusammen auf Auslandsreisen gewesen, und ich konnte mich jedes Mal von der Wertschätzung überzeugen, die ihr und damit auch der gesamten Universität an unseren Partnerhochschulen entgegengebracht wird. Auf das Konto, im sehr positiven Sinne, von Claudia Hillinger geht auch die Mitgliedschaft unserer Universität in EC2U, einem langfristig angelegten Verbund europäischer Universitäten. Ohne sie wäre das nicht zustande gekommen. Ein Dank geht an die, die mich sicher gefahren haben. Ein besonderer Dank geht an Dirk Habenstein, mit dem ich viele Stunden unterwegs verbracht habe und der mir jede Fahrt mit seiner diskreten und aufmerksamen Art angenehm gemacht hat. Herzlichen Dank. Ich danke den Dezernaten und den zentralen Einrichtungen, ganz besonders den Handwerkern, die an dieser Universität hoffentlich alles möglich machen können, und Daniel Schneider vom Rechenzentrum, der mir oft und schnell in Not geholfen hat. Die Zusammenarbeit mit dem Personalrat war von Offenheit geprägt und dem Ziel, die gesamte Universität voranzubringen. Lieber Herr Hahn, daran haben Sie als langjähriger Vorsitzender des Personalrats einen wesentlichen Anteil. Ein großer Dank geht an den Präsidenten der Ernst-Appel-Hochschule, Steffen Teichert, für das freundschaftliche Miteinander. Auch mit den Leitungen der außeruniversitären Forschungsinstitute und Stiftungen gab es enge und überaus konstruktive Kooperationen. Ich nenne stellvertretend Axel Brackhage, Andreas Tünnermann, Jürgen Popp, Ulrich Schubert, Jürgen Renn, noch nicht so lange, der neue Max-Planck-Direktor, und Jens Wagner. Ich bedanke mich bei dem Vorstand des Universitätsklinikums für den engen und vertrauensvollen Austausch, der für mich auch immer so etwas wie eine Rückkehr in die eigene Disziplin war. Die enge Zusammenarbeit mit der Stadt gehört zu den Highlights meiner Zeit in Jena. Lieber Herr Nitsche, es war leicht und mühelos, sich mit Ihnen zu verständigen. Auch deshalb, weil Sie die Universität von innen heraus gut kennen. Selbst in Situationen, in denen die Interessen der Stadt und der Universität nicht von vornherein zusammenfielen, Stichworte sind die Corona-Pandemie und Bauprojekte, haben wir gute und einvernehmliche Lösungen gefunden. Ich danke dem Land und besonders dem TMW-WDG für die Unterstützung unserer Universität. Lieber Herr Ramelow, lieber Herr Tiefensee, fast seit 9 Jahren sind wir nun gemeinsam in Thüringen unterwegs. Herzlichen Dank für die gute Partnerschaft. Ihre Unterstützung war die Grundlage für die Entwicklung der Universität in den vergangenen Jahren. Herzlichen Dank auch an alle Mitarbeitenden der verschiedenen Ministerien und Ämter. Das Studierendenwerk in Thüringen leistet großartige Arbeit und trägt so ganz wesentlich zur Attraktivität der Hochschulen in Thüringen bei.
Herzlichen Dank an Sie, Herr Schubert, und auch an Ihren Vorgänger, Herrn Schmidt-Röhl. Ein großer Dank geht an meine Frau, die es ertragen hat und es mir leicht gemacht hat, wenn ich mal wieder mit zwei schweren Koffern voller Akten ins Wochenende kam und der Schreibtisch mein Hauptaufenthaltsort war. Ich würde gerne noch vielen namentlich danken, die Zeit steht dagegen. Ab der kommenden Woche wird Georg Punert, der heute leider verhindert ist, befindet sich auf einer Dienstreise, die Amtsgeschäfte des Präsidenten übernehmen. So wie meine Vorgänger ihre besonderen Begabungen in das Amt eingebracht haben, so wie ich es versucht habe, so wird auch Herr Punert es tun, da bin ich mir ganz sicher. Und ich hoffe und gehe davon aus, dass er die gleiche Unterstützung von allen dabei erfahren wird. Meiner Universität empfehle ich, groß zu denken über den Tag hinaus, sich weiter auf das Wesentliche und die Gemeinsamkeiten einer akademischen Gemeinschaft zu konzentrieren. Ich wünsche ihr, dass sich die so positive Entwicklung der letzten Jahre fortsetzt und dass sie bei den nationalen und internationalen Wettbewerben erfolgreich ist. Als Emeritus werde ich mit ihr verbunden bleiben. Das Wesentliche im Blick behalten heißt ja, das, was uns aktuell beschäftigt, in das größere Ganze einzuordnen. In diesem Sinne möchte ich mich von Ihnen mit den Worten des Rheinländers und Kabarettisten Hans-Dieter Hüsch verabschieden, der in seinem Stück Der Ausflüger sagt: Wir haben alle nur eine Spielzeit und alle sind wir immer nur auf der Durchreise. Vielen Dank. Sie haben es sich so gewünscht. Es schließt sich eine Podiumsdiskussion an. Und die Podiumsdiskussion zur Rolle der Universitäten, die sich direkt anschließt, markiert bereits den Übergang auch vom Amt des Präsidenten der Universität Jena zum Amt des Präsidenten der HRK. Und ich freue mich, dass wir für die Moderation die renommierte Journalistin Heike Schmoll gewinnen konnten, an die ich jetzt gerne auch die Moderation übergebe. Und Frau Schmoll, wollen Sie gleich die Podiumsgäste mit auf die Bühne nehmen? Wir sollen und wollen die Rolle der Universitäten innerhalb des Wissenschaftssystems, aber nicht nur, sondern auch innerhalb der Politik und der Gesellschaft diskutieren. Das war ausdrücklich der Wunsch von Herrn Professor Rosenthal. Herr Professor Rosenthal, Sie haben in einem Interview mit Herrn Viada gesagt, nach meiner Meinung, ich zitiere, müssen wir dringend und grundsätzlich über die Rolle der Hochschulen im Wissenschaftssystem diskutieren. Die Hochschulen erfahren nicht die gesellschaftliche und politische Anerkennung. Sie haben leider nicht die wissenschaftspolitische Stellung, die ihnen angesichts ihrer Bedeutung zusteht. Um die Hochschulen herum bilden sich schließlich die zentralen Netzwerke in der Wissenschaft. Sie sind Schaltstellen und Vernetzer, die Treiber von Entwicklung in Gesellschaft und Wissenschaft. Das, was Sie eben über die Rolle der Universität in der Stadt Jena gesagt haben, klang so, als gelte zumindest für die Universität Jena nicht mangelnde Bedeutung. Wenn man allerdings an andere Städte denkt, wie in Berlin, wo sich auch noch 3 Hochschulen Konkurrenz machen, wird eher zutreffen, dass sie eben unterschätzt werden. Was war der Hintergrund für Sie, diese Äußerung bei Herrn Viada zu machen? War das sozusagen der Ausblick auf die HRK und die künftige Ausgabe?
das? Ach nee, also okay, gut, jetzt muss grün sein. Okay, okay. Ja, vielen Dank. Ja, im Senat musste es immer rot sein, wenn man sprechen wollte. Ich denke, es hängt natürlich damit zusammen, dass es viele Hochschulen gibt. Es gibt Hunderte von Hochschulen, es gibt unterschiedliche Ausprägungen von Hochschulen, die muss es auch geben, denn es gibt vielfältige Aufgaben und die fordert auch eine Vielfalt von Strukturen. Und diese geballte Ladung jetzt zusammenzusehen, ist, glaube ich, schon eine gewisse Herausforderung. Und das fällt vielleicht in anderen Forschungsorganisationen, ist das ein bisschen einfacher, weil es einfach kompakter ist und leichter erkennbar ist. Deswegen nenne ich bei solchen Gelegenheiten auch immer ein paar Zahlen. Sie wissen alle, es gibt fast 3 Millionen Studierende, es gibt 500.000 Absolventinnen und Absolventen pro Jahr, also das hat was mit Fachkräften zu tun. Es gibt 28.000 Promotionen und eine Zahl, die viele nicht so kennen, ist, dass die Hochschulen 20 Milliarden für die Forschung ausgeben. Das ist also mehr als der gesamte Pakt, fast doppelt so viel wie der gesamte Pakt für Forschung und Innovation. Sie leisten, wird ja in Jena auch deutlich, ich habe es gesagt, kulturelle Beiträge. Sie machen Städte internationaler. Sie prägen die Städte und Regionen. Und was das Besondere an den Hochschulen ist, dass sie Mehrgenerationenhäuser sind. Das ist auch eine Sonderstellung, die sie im Wissenschaftssystem haben. Und deswegen sind sie natürlich ganz besonders Orte der gesellschaftlichen Diskurse, wie es auch Orte der Krise, es ist manchmal auch nicht einfach, wie es ja auch der Philosoph Derrida gesagt hat. Ich nenne mal ein Beispiel, das Thema Nachhaltigkeit spielt eine sehr, sehr große Rolle, ich glaube, an allen Hochschulen in Deutschland. Und da sehe ich wirklich so einen Vorbrechen, eine Avantgarde auf Seiten der Hochschulen, eine große Bereitschaft, auch gerade seitens der Studierenden, da voranzuschreiten. Und weil sie so vielfältig sind, und so viele Facetten aufweisen. Deswegen finde ich auch, dass sie das größte Vernetzungspotenzial im Wissenschaftssystem haben. Ja, sie haben unglaublich viele Andockstellen und ich meine das überhaupt nicht im Sinne einer Hierarchie, das will ich damit gar nicht angesprochen haben, aber im organisatorischen Sinne sind sie natürlich die geborenen Organisatoren. Exzellenzklasse sind ein Beispiel, wie ich auch denke, dass im Bereich der Forschung die Exzellenzinitiative, Exzellenzstrategie, diese strategische Rolle der Hochschulen auch nochmal ganz stark hervorgehoben hat. Aber vielleicht muss man auch ein bisschen kritisch sein. Die Hochschulen müssen dann auch bereit sein, diese strategische Rolle zu übernehmen. Und sie sind natürlich oft allein unterwegs, zum Beispiel Infrastrukturen. Da macht man oft einen Bogen drumherum oder auch Themen. Ja. Es könnten ja auch mal von Seiten der Hochschulen Themen ausgehen. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren war die Leibniz-Gemeinschaft, Axel Brackhage, mit dem Thema Biodiversität ganz vorne unterwegs und hat das national groß gemacht, dieses Thema. Und da könnte ich mir vorstellen, dass auch die Hochschulen sich zusammentun und sagen, das ist jetzt ein wichtiges Thema und das wollen wir wirklich voranbringen. Dank. Ich würde gerne an Sie, Herr Professor Kaschke, als Vorsitzender des Stifterverbandes und ehemaliger ZEISS-Mitarbeiter die Frage stellen, ob Sie die Hochschulen, ich habe es bewusst untertrieben, ob Sie die Hochschulen denn tatsächlich als Orte kritischen Denkens von außen wahrnehmen. Also ich denke, um etwas Salz in die Suppe zu streuen, daran, dass nach der Corona-Pandemie die Anwesenheit nicht nur von Studenten, sondern auch von Professoren deutlich gelitten hat. Ich denke an bestimmte Denkverbote der sogenannten Woke-Bewegung. Das, was man nicht sagen kann, offenkundig. Ich denke an Ausladungen und an Konflikte um missliebige Wissenschaftler oder um politische Richtungen, die man gerade nicht hören will. Ein großes Spektrum, aber Sie haben ja mit der Frage gestellt, Ort des kritischen Denkens, und das sind ja zwei Begriffe, Kritik und Denken. Und ich wünsche mir, dass beides zusammengesehen wird, dass man nicht nur immer eine Überbetonung auf kritische Elemente hat, die hat es in der Historie von Universitäten immer gegeben, aber dass gerade dieser Aspekt des Denkens, der vor allen Dingen einen Diskurs auch erfordert, dass dieses wieder stärker in
in den Vordergrund tritt. Ich will auch das vielleicht mit zwei Dingen oder 2 Punkten noch belegen. Aber ich glaube, dass wir brauchen wirklich die Kombination von kritischer Auseinandersetzung, das ist Universitäten in der Geschichte immer so eigen gewesen, aber eben auch das Denken und diesen Diskurs, diesen offenen Diskurs, der wird heute schon auch, Herr Professor Rosenthal, ich kenne ihn ja schon seit der Findungskommission, in der Findungskommission damals hat er nicht umsonst diese Podiumsdiskussion sich gewünscht, weil er auch vielleicht ein paar kritische Hinweise hören wird. Wir tun ja nichts Gutes dran, wenn wir uns nur das Positive sehen. Und jetzt lassen Sie mich konkret das sagen. Wir haben seit Jahren, der Stifterverband hat das 2021 erhoben, einen Rückgang der Interaktion von Hochschulen mit der Wirtschaft. Seit Jahren. Das muss uns zu denken geben. Das ist eben nicht ein Ausdruck für auf Ort des kritischen Denkens. Das brauchen wir, zumal ja heute viele Innovationen, ChatGPT als Beispiel, nicht mehr dem klassischen Weg der Grundlagenforschung aus der Universität folgen, sondern umgekehrt aus vielfältigen Innovationsumgebungen resultieren. Und ich glaube, diese Rolle muss die Universität neu finden. Das ist wirklich eine Neufindung. Herr Rosenthal hat es ja richtig gesagt, da braucht es auch neue Ansätze, neues Denken, wo sich die Universitäten zusammenraufen müssen. Und vielleicht noch ein zweites Beispiel, um diesen Punkt zu untermauern. Sie hatten vorhin Zahlen genannt, ich möchte mal hinzufügen, 350.000 international Studierende in Deutschland, an den Hochschulen in Deutschland. Gleichzeitig reden wir über ein massives Fachkräfteproblem. Da wünsche ich mir auch, dass die Hochschulen nicht nur die Zahl der Studierenden nennen und nach Deutschland bringen, sondern auch für die Ansiedlung in der Kombination mit der Industrie stärker aktiv werden. Das wäre ein wirklich neuer, wichtiger Beitrag und würde auch einer neuen Rolle der Universität entsprechen. Ja, vielleicht 2 Beispiele zu diesem Punkt. Darf ich kurz zurückfragen? Das heißt aber, dass aus Ihrer Sicht die Universitäten die Rolle als Treiber im Transfer noch nicht in ausreichendem Maße wahrnehmen? Ja, das würde ich so unterschreiben. Ich finde ja sehr gut, dass auch hier in Thüringen, wie in anderen Bundesländern, in den Landeshochschulgesetzen der Transfer und damit die Rolle der Universität als Treiber in diesem Transfer gesetzlich verankert ist und auch Teil der Universitätsaufgabe geworden ist. Das ist, glaube ich, schon sehr positiv. Wie oft in Deutschland, das Ziel ist benannt, das Ziel ist klar. Umsetzung, glaube ich, ist noch ein Stück zu gehen. Vielen Dank. Frau Kunst, Sie sind Vorsitzende der Joachim-Herz-Stiftung inzwischen. Sie waren Wissenschaftsministerin in Brandenburg und auch Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin über lange Zeit. Ich erinnere mich, dass Sie auch bei Haushaltsverhandlungen des Berliner Senats, bei den letzten zumindest, mit dabei waren. Wie würden Sie blicken auf die politische Stellung der Universitäten im Blick auf ihre Finanzierung? Also konkret gefragt, reicht denn die Grundfinanzierung tatsächlich für die zentrale Rolle, die Herr Rosenthal den Universitäten zudenkt? Also ein ganz klares Nein. Das gilt nicht nur für Berlin, sondern für sehr viele Bundesländer, sodass letztendlich ja die Universitäten es gewohnt sind. Sie sind es seit Jahrzehnten gewohnt und es ist sicherlich auch nötig, sich selber als Institution im Wettbewerb zu bewähren und auch Mittel aus anderen Quellen zu akquirieren, um darüber in einem wettbewerblichen Verfahren auch die eigene Qualität zu arrondieren. Aber wo es tatsächlich aufhört, ist das, was auch Walter Rosenthal ansprach. Also die Infrastruktursicherung muss aus der öffentlichen Hand passieren, weil jetzt Beispiel Berlin, wenn man die 350 Gebäude der Humboldt-Universität sieht, die dort auch unterm Hintern weggammeln und das seit Jahren und es klar ist, wie hoch also tatsächlich ein Investitionsstau ist, dann kann man nicht mit dem einen Mund, mit der einen Argumentationslinie dringend mehr Lehrer brauchen, die für Abhilfe sorgen im Sinne des Fachkräftemangels, wenn es keine Gebäude gibt, in die man sie vernünftig setzen kann. Und angesichts jetzt der Bedeutung auch für
die Hauptstadt Berlin als ein Schmelzpunkt vieler internationaler und vieler Forschungsinstitutionen ist es natürlich auch nötig, die Bedeutung dieses Politikfeldes also wertzuschätzen und es auch in Zahlen, also soweit irgend möglich, also zu untersetzen. Die Problematik ist noch nicht mal die Knappheit, aber noch schwieriger ist die Unzuverlässigkeit, dass es also in einer Legislatur rechtsrum geht, in der nächsten Legislatur linksrum. Ich meine jetzt im Hinblick auf die Verlässlichkeit der Ressourcen, mit denen ein so langfristig reagierendes System auch arbeiten können muss. Es ist leider dem nicht abzuhelfen, aber es ist mit ein Grund, dass jetzt Themen, derer wir uns bewusst sind, also ich stimme voll und ganz zu, dass die Universitäten als Treiber für wesentliche Dinge, die heute gesellschaftlich nötig sind, nicht nachkommen. Das hängt zum Teil eben damit zusammen, dass schlicht die Ressourcen nicht da sind und dass andererseits das Commitment nicht da ist. Das ist der Punkt, man muss es auch strategisch wollen und sich auch aufmachen und für das Hier und Jetzt auch neue Rolle von Universität auch annehmen. Aber eine Grundvoraussetzung ist, dass man auch tatsächlich das Arbeitsmittel hat, mit dem man es machen kann. Die Überzeugungskraft kann auch nicht nur aus den Ländern kommen, sondern wenn Sie mir noch einen Satz gestatten, ich fände es wirklich unendlich wichtig, dass sich auch auf der Bundes- und auf der Länderseite, da meine ich jetzt die Landesminister und Ministerinnen und die jeweilige Bundesseite, dass es dort mehr Konsensbildung noch gibt für die wesentlichen neuen Themen, die auch zu wuppen sind, wenn man jetzt an die ganzen neuen Transferformate denkt, zu denen man sich aufgemacht hat, zu denen man sich politisch committed hat und wo es doch sehr, sehr lange Zeit braucht, ehe sie Gestalt gewinnen, und ehe sie in Deutschland Gestalt gewinnen, sind sie in anderen Ländern schon sehr weitgehend parallel installiert. Das sollten wir uns nicht mehr so ewig lange leisten. Vielen Dank. Frau Dr. Kopp, Sie sind die Sprecherin der Jungen Akademie. Sie sind an der Universität Konstanz. Wie ist das eigentlich für die jungen Wissenschaftler? Ich sage jetzt bewusst nicht Nachwuchswissenschaftler. Was heißt das, diese mangelhafte Ausstattung der Universitäten im Blick auf internationale Wettbewerbsfähigkeit? Würden Sie sagen, da kann Deutschland noch mithalten, oder wo sehen Sie die Schwächen des Systems? Es ist ja oft nicht nur die Frage der Mittel, die vorhanden sind oder nicht, sondern auch, wie sie dann tatsächlich verteilt werden. Ich glaube, die Problematiken, die sich für junge Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen stellen, sind oft ja auch die Unsicherheiten, die Frau Kunst gerade schon angesprochen hat, aber auf einem anderen Level. Die Unsicherheiten, man macht sich auf, Experte, Expertin in einem Gebiet zu werden und dazu den Besten zu gehören, aber man weiß nicht, ist das überhaupt der Weg, den man weitergehen kann. Hier wird unglaublich viel Potenzial natürlich auch verbraten, da wird auch, kann man auch so sagen, Geld verschwendet. Man holt sich neue Personen mit neuen Ideen, mit neuen Forschungsprojekten, in die investiert wird, was ja auch gut so ist, die dann aber gegebenenfalls nach einer gewissen Zeit wieder gehen, und da ist dann die Nachhaltigkeit im System einfach nicht gegeben. Wir hatten in den letzten Jahren, ich glaube, das ist ja an den meisten Leuten auch nicht so vorbeigegangen, große Diskussionen natürlich zu der Situation der neuen oder nächsten Generation Wissenschaftlerinnen. Und ich glaube, man muss sich hier klar machen, die Diskussionen, die geführt wurden, sind oft, die kratzen nur an der Oberfläche und sind oft auf einer Ebene, die eigentlich nur um die Symptomatik geht, aber nicht um die eigentlichen Ursachen. Und ich glaube, hier muss man sich klar machen, nur eine Gesetzesänderung allein wird nichts richten, sondern man muss die Strukturen sich anschauen, und da muss man dann auch tatsächlich in den offenen Streit und den offenen Diskurs gehen, welche Strukturänderungen sind nötig, die natürlich enorme Kraftanstrengung von allen bedürfen, und aber auch das klare Commitment von allen, dass man da wirklich rangehen will. Also halbherzige Symptombekämpfung wird da natürlich nicht funktionieren.
Sie spielen an auf das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, dessen Verabschiedung ja noch aussteht. Ich würde Sie trotzdem gerne fragen, wie stellen Sie sich denn idealerweise vor, wie sozusagen der nötige Austausch im Wissenschaftssystem und die Karrierechancen für junge Wissenschaftler in einer Weise berechnender zu machen, zusammengebracht werden kann? Ich glaube, man muss sich darüber klar machen, dass es eigentlich um eine Diskussion geht, wer macht die Wissenschaft, wer hat die Gestaltungsmacht auch im Wissenschaftssystem. Und hier sehen wir oft, ich meine, die junge Akademie ist hier ein gutes Gegenbeispiel und auch wir sind ja auch zu einer einflussreichen Stimme hier geworden. Aber ich glaube, hier muss man sich klar machen, man muss mit den Personen, die auch betroffen sind, reden und hier auch die neuen Ideen abgreifen. Ich glaube, es gibt nicht nur eine Lösung, es gibt auch, glaube ich, nicht eine Lösung, one fits all. Wir haben schon darüber geredet, es ist ja eine Besonderheit des deutschen Systems, wie ausdifferenziert wir sind, dass die Rolle von Universitäten, glaube ich, in Deutschland eine andere ist als in anderen Ländern. Wir haben zusätzlich die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die eine große Rolle übernehmen. Ich glaube, hier ist es, ich würde hier gar nicht sagen, es gibt nur die eine Lösung und die ist die richtige. Ich glaube, es könnte besonders interessant sein, wenn hier unterschiedliche Lösungen erarbeitet werden und die dann auch in einem gewissen Wettbewerb zueinander stehen. Und dann wird man ja sehen, wo die besten Leute hingehen, welche Struktur hier eventuell am wettbewerbsfähigsten ist. Herr Marquardt, Sie kennen nicht nur den Wissenschaftsrat von innen, sondern auch eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung in Jülich. Sie kennen diese Universität als Hochschulratsvorsitzender von innen. Was würden Sie sagen, was ist der Hauptgrund dafür, dass die Universitäten politisch und gesellschaftlich auch nicht den Stellenwert besitzen, den sie haben müssten? Also man kann zum Beispiel keine Landtagswahl mit Hochschulpolitik gewinnen oder verlieren, mit Schulpolitik indessen schon. Woran liegt das? Ich muss wieder auch grün statt rot hier haben. Ja. Gute Frage. Sind es nur die Hochschulen? Ich glaube, Wissenschaft insgesamt hat die Anerkennung nicht, die sie verdient. Ich würde doch noch bemerken wollen, das hat sich in den letzten paar Jahren sehr schnell zum Guten gewendet. Ich hoffe, dass es auch ein bisschen anhält. Und wenn wir Corona alle vergessen haben, nicht auch dieses wieder vergessen wird. Also so viel vorweg. Ich glaube nicht, das ist nur eine spezifische Thematik der Universitäten. Ich möchte jetzt gar nicht hier so einen Wettbewerb zwischen Universitäten und Außeruniversitären irgendwie beginnen. Das bringt uns, glaube ich, wirklich nicht weiter. Ich möchte vielmehr festhalten, dass wir in einer sehr glücklichen Lage in Deutschland sind, dass wir ein so plurales Wissenschaftssystem haben. Die Anlage ist wirklich super. Was wir daraus machen, da würde ich jetzt nicht Höchstnoten für geben, um das klar zu sagen. Warum? In der gesellschaftlichen Wahrnehmung wird die außeruniversitäre Forschung, glaube ich, überhaupt nicht verstanden. Sie wird mit oberflächlichen Prädikaten belegt, aber verstanden, was sie sozusagen in der Wissenschaft für die Gesellschaft tut, das wird sie nicht. Und bei den Universitäten, wenn ich da auch wieder die öffentliche Wahrnehmung nehme, dann ist es eben die Ausbildungsklitsche in Anführungszeichen. Ja. Und dieses propagiert sich auch so ein bisschen rein in die gegenseitige Wahrnehmung. Jetzt bin ich schon mal sehr klar in den beiden Sektoren selbst. Auch da sagen viele, das sind die uns die Wissenschaftler ausbilden. Ja. Und die anderen sagen, das sind die uns in unseren Forschungsvorhaben unterstützen. Das heißt, dieses Schemenhafte, was wir in der Gesellschaft sehen, das haben wir innerhalb des Wissenschaftssystems auch. Und das ist, wenn ich sage, wir machen es nicht richtig, an der Stelle müssen wir ansetzen. Wir müssen nicht nur verstehen, sondern dieses Verstehen auch zum Handeln nutzen, dass wir in diesem pluralen Wissenschaftssystem hochgradig ausdifferenzierte komplementäre Akteure haben, die im Grunde mit dieser Komplementarität bei idealiter bestmöglicher Kooperation eine Stärke entwickeln können, die es in keinem anderen Wissenschaftssystem in dieser Form gibt. Die Exzellenzinitiative war ein, ich würde sagen, gelungener Versuch, aber er ist nicht so weit gekommen, dass wir diese grundlegenden Dinge überwunden haben. Und da gibt es fundamentale Themen. Also ich könnte jetzt das Thema Governance
runterdeklinieren. Ich mache es jetzt mal nur an einem Beispiel, das ist das Thema Finanzierung, über das wir gerade gesprochen haben. Es ist doch klar, dass in einem System, in dem eine Bund-Länder-Finanzierung in der außeruniversitären Welt gegeben ist und ganz egal wie die Prozentsätze sind, also jetzt rede ich mal Helmholtz, 90-10, wo die Länder so einen kleinen Anteil haben, aber ich sage mal genauso viel Kraft haben, um die Prozesse, Entscheidungsprozesse voranzubringen wie der Bund. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist der Bund sozusagen raus aus der Grundfinanzierung, völlig. 100:0, das kann ja nicht funktionieren. Also wir müssten politisch wieder zurück an, jetzt sage ich mal, den Fehler, den in den 2000er Jahren mit der Föderalismusreform gemacht wurde. Da haben wir alle zusammen, ich will jetzt nicht in die Geschichte gehen, aber da haben wir es vergeigt in Anführungszeichen. Und ich bin überzeugt, wenn wir an der Stelle nicht weiterkommen und den großen Hebel umlegen, dann werden wir auch in 10 Jahren noch eine ähnliche Diskussion führen. Und es gibt andere, ich höre auf, will es nicht so lang machen, es gibt auch andere, solche ganz fundamentalen Themen, wo wir ran müssen. Weil auf der Arbeitsebene, im Kleinen, auf der Ebene der Leitungen in den verschiedenen Wissenschaftssektoren, da ist sehr, sehr viel Gutes entstanden, nicht zuletzt durch die Exzellenzinitiative. Vielen Dank. Und ich meine, da funktioniert die Kooperation ja auch, also so, dass das ja eigentlich kein Problem ist. Aber um jetzt mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen mithalten zu können, jetzt als jeweils auch gute Universität, da muss man sich eben extrem strecken und das bringt dann wiederum große Stressfaktoren in eine Universität, wo es dann am Ende des Tages klemmt, auch ausreichend Nachwuchs nachzuqualifizieren, weil dafür dann tatsächlich der Atem nicht reicht. Also insofern hat Wolfgang Marquardt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Herr Rosenthal. Kann ich ein Beispiel nennen? Das ist die Baufinanzierung. In dieser schon erwähnten Föderalismusreform hat sich der Bund aus der Baufinanzierung zurückgezogen. Es gab eine Übergangsphase, die abgelaufen ist. Und jetzt sitzen die Länder allein da und müssen die Infrastrukturen stemmen. Ich habe auch erst in den letzten Monaten kapiert, dass die Gebäude der Hochschulen einen beträchtlichen Anteil der öffentlichen Gebäude von Ländern sind. Also ein richtig großer Anteil. Das war mir ehrlich gesagt nie so richtig klar. Und die Länder werden es nicht schaffen. Reiche Länder wie Bayern und auch Nordrhein-Westfalen, die machen einiges. Hessen ist fast vorbildlich mit einem längerfristigen Programm mit Heureka. Aber andere Länder werden einfach nicht die Möglichkeit haben, die Infrastruktur ihrer Hochschulen aufrechtzuerhalten. Und wenn sich da, das war ja der Punkt, nicht Bund und Länder wieder treffen und auch die Hochschulen, dann wird das nicht gut enden. Das ist völlig klar. Ja, und es liegt häufig nicht nur daran, dass das Geld nicht da wäre, sondern es gibt den Sanierungsstau, weil die Gelder nicht freigegeben werden. Also zum Beispiel in Baden-Württemberg, die Krull-Kommission hat das entsprechend ja dargelegt. Herr Professor Brackhage, Sie haben als Sprecher des Exzellenzclusters Balance of the Microverse maßgeblich zur Exzellenz der Universität Jena beigetragen. Außerdem sind Sie DFG-Vizepräsident. Das heißt, Sie haben noch einen anderen Hut auf, nicht nur den außeruniversitären, sondern auch den des entscheidenden Postens der DFG im Blick auf die Exzellenzinitiative. Wenn Sie jetzt die Vorteile der Exzellenzinitiative Revue passieren lassen, aber auch die Nachteile der Strategie sehen, also ist es zum Beispiel gelungen, durch die Exzellenzinitiative die deutschen Universitäten ernsthaft konkurrenzfähig zu den großen amerikanischen Tankern zu machen? Ich bedanke mich herzlich für die Frage. Ich glaube, einige Dinge würde ich vielleicht relativieren. Einige Kolleginnen und Kollegen wissen das. Ich würde mir das aber hier schenken vielleicht. Ich würde aber doch mit dem Positiven anfangen vielleicht und dann gerne auf die Frage eingehen. Und zwar das Positive, und da möchte ich vielleicht auf das Vorangegangene eingehen. Ich meine, ich habe auch noch den Hut auf als Professor an dieser Universität, sodass ich mich für alle verantwortlich fühle hier. Und da sind ja einige Kolleginnen und Kollegen hier auch. Ein Punkt, und das war ja auch der Punkt, den Herr Marquardt angesprochen hat, dieses divergierende System und dass wir keine wirkliche Struktur haben, um die außeruniversitären Institute und Universitäten zusammenzubringen. Einige Maßnahmen haben wir, und das ist zum Beispiel gemeinsame Berufung. Einige hier im Raum sind gemeinsame Berufung, sodass wir Verantwortlichkeiten haben für beide. Was uns wahrscheinlich fehlt, ist das noch struktureller zu verankern. So liegt es doch nur eigentlich an den Einzelpersönlichkeiten, die die verschiedenen Institutionen leiten oder beteiligt sind.
Und jetzt möchte ich aber doch was sehr Positives sagen, dann komme ich vielleicht noch zu kritischen Punkten. Also gerade in Jena, ich selbst bin jetzt schon vor langer Zeit, vor 15, 17 Jahren nach Jena gekommen. Ich habe es unheimlich genossen, dass hier alle Türen auf sind und dass wir eine unglaubliche Schlagkraft entwickelt haben. Und das hat den Erfolg der Exzellenzinitiative zunächst. Wir haben ja zweimal eine Graduiertenschule durchgebracht, die einzigen Projekte in Thüringen und dann den Exzellenzcluster. Diese Schlagkraft ergibt sich daraus, dass die Universität, und ich versuche das an einem Bild darzustellen, ist ein Planet und die außeruniversitären Institute sind Satelliten, die helfen, an bestimmten Bereichen in die exzellente Spitze zu kommen. Und ich denke, das hat sich auch gezeigt, wenn man die Exzellenzstrategie auswertet, dass eigentlich die Standorte erfolgreich waren. Es gibt wenige Ausnahmen, können wir gerne diskutieren. Die Standorte erfolgreich waren, die auch außeruniversitäre Institute in den Exzellenzclustern hatten. Ganz konkret in unserem Exzellenzcluster, weil da würde ich vielleicht noch kurz drüber reden, weil ich natürlich da mit Informationen geladen bin. Ich werde Sie nicht langweilen, jetzt 2 Stunden damit. Gerade in unserem Cluster sind eigentlich alle Max-Planck-Institute, alle Leibniz-Institute, Fraunhofer-Institute und auch Helmholtz-Institute beteiligt. Und das ist eine Situation, die wir hier haben in Jena. Und das ist vielleicht auch der Vorteil eines kleineren Standorts, weil wir auch viele Firmen haben. Wir sehen Herrn Kaschke hier, der auch immer als Zeiss war beteiligt an allen Unternehmungen, die wir durchgeführt haben, und natürlich auch viele Firmen, die ausgegründet waren. Und das war ein Asset, das haben wir des Öfteren bei internationalen Begutachtungen gesehen, ein Asset, das für Jena spezifisch ist. Und das will ich vielleicht als Positives sagen. Und da arbeiten wir alle hart dran, dass wir das auch erhalten, diese Kollaborationsfähigkeit. Und das ist sehr wichtig. Da möchte ich vielleicht alle drauf einschwören hier so ein bisschen. Zu dem kritischen Punkt würde ich auch vielleicht noch etwas sagen. Das ist ja die Frage auch, und da gibt es ja verschiedene Strategien, wie man internationale Sichtbarkeit misst. Vielleicht würde ich auch noch einen Punkt doch noch aufgreifen, auch wenn Sie mich nicht gefragt haben. Internationalisierung ist ein echt wichtiges Thema. Wissenschaft ist sowieso international. Internationale Firmen sind international. Wir konkurrieren nicht, tut mir leid, Herr Ministerpräsident, ich nehme das auf, mit einer Firma in Suhl. Wir konkurrieren mit San Francisco oder New York oder Shanghai, keine Ahnung, international. Und Wissenschaft ist international. Und gerade auch Exzellenzcluster, Universität bringt sehr viele internationale Studenten, Studierende nach Jena, in allen Standorten in Deutschland, und einige bleiben. Also ich könnte Ihnen viele Beispiele nennen, und wenn Sie jetzt an die internationale Sichtbarkeit denken, ist natürlich, man muss sich anschauen, wie es gemessen wird. Wenn Sie zum Beispiel die Shanghai-Ranking nehmen oder dieses THS-Ranking nehmen zum Beispiel, es wäre gar nicht so schwierig, wenn wir wirklich jetzt die Strategie entwickeln würden, hier, wir wollen im Ranking steigen. Da wüsste ich 2 Maßnahmen, wie das gehen würde, ohne dass wir was verändern hier. Also man muss natürlich, wir haben ein Prinzip in Deutschland noch nicht sagen wir mal, diesen Run da drauf, dass wir das verbessern. Und ich war kürzlich in Singapur als Vizepräsident der DFG, da sagen Ihnen alle sofort, wo Sie stehen im Ranking, im Shanghai-Ranking oder auch in diesem TSH-Ranking und so. Und ich hätte das gar nicht gewusst von den Universitäten. Also das heißt, wir müssen da wesentlich alerter werden. Es wird sehr wichtig, wir werden konkurrieren mit asiatischen Universitäten um die internationalen Studenten, mit den amerikanischen sowieso. Das heißt, wir müssen uns dem stellen und auch überlegen. Die Sichtbarkeit als Gesamtuniversität, und da gibt es ja viele Studien dazu, ich meine, die Mittel, die wir als für die Exzellenz eingesetzt haben, die sind so vielleicht insgesamt 500, 600 Millionen. Allein die Stanford-Universität hat pro Jahr einen Etat von 2 Milliarden, also nur um das mal zu vergleichen. Dennoch schaffen wir es, und das wissen wahrscheinlich alle hier, in einigen Bereichen absolut international sichtbar und konkurrenzfähig zu sein. Das würde ich für meinen Bereich auf jeden Fall sagen. Und das ist eigentlich der erste Schritt dazu, meines Erachtens. Dankeschön. Ich habe noch eine Rückfrage. Nun sind Sie ja auch ein Vertreter der außeruniversitären Forschung. Und die außeruniversitäre Forschung hat ja im Unterschied zu den Universitäten den großen Vorzug, dass sie dauerhaft mit einer Steigerung finanziert ist. Durch den Pakt für Forschung und Innovation. Bei den Universitäten ist das so wechselhaft, wie Frau Kunz das beschrieben hat. Liegt nicht die Forschungsstärke, die uns dann auch im internationalen Wettbewerb irgendwie noch rettet, im Wesentlichen an den Außeruniversitären? Die Frage,
Ich möchte vielleicht vorwegstellen, ich leite ein Leibniz-Institut. Und im Unterschied zu den Universitäten ist ein Leibniz-Institut immer für 7 Jahre konzipiert. Dann werden sie evaluiert und es kann sein, da gibt es einige Beispiele, dass ein Leibniz-Institut geschlossen wird. Also der Druck auf diese Außeruniversitäten ist so viel, viel größer als auf die Universitäten. Vielleicht das vorweg gesagt. Die Förderung, also der Pakt für Forschung und Innovation ist ein Segen und da bedanke ich mich total bei der Politik, dass wir ihn haben, der übrigens auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft betrifft, von der ja die Universitäten am meisten prozentual profitieren im Vergleich zu den, das ist auch absolut in Ordnung. Also das betrifft eigentlich auch die Universitäten, muss ich sagen. Und man muss aber dagegen rechnen, obwohl ich den PFI, dadurch den Pakt für Forschung und Innovation, nicht kleinrechnen möchte, dass wir natürlich eine sehr hohe Inflation haben, dass wir Steigerungen haben, natürlich, wie wir alle wissen, der Investitionskostensteigerung, der Gehälter etc. Und das ist natürlich komplett aufgefressen. Und bei uns ist es so, dass wir natürlich auch davor Kürzungen hatten. Nicht Kürzungen, wir hatten noch Steigerungen, die waren aber im Bereich von 1%, sodass wir real im Vergleich zur Inflation Kürzungen hatten. Das würde ich nicht sagen. Die letzte Frage, die Sie so ein bisschen, sagen wir mal, provokativ gestellt haben, sind die außeruniversitären Institute dann eigentlich die Forschungsträger? Das würde ich absolut verneinen, weil wir das nur in Kooperation mit allen zusammen machen können, wenn wir wirklich international sichtbar sein wollen. Und wir haben zum Beispiel gerade auch, und das möchte ich, tut mir leid, ich spreche noch mal ein bisschen lokalpatriotisch hier, wir haben ja gerade auch im Zusammenhang mit dem Exzellenzcluster, die, obwohl sie ja relativ wenig Geld waren, wenn man den Gesamtetat der Universität betrachtet, doch eine unglaubliche Zugkraft und wir haben Leute oder Professorinnen und Professoren berufen können, die sind gekommen, weil wir ein Exzellenzcluster haben. Und das hatte der Präsident Herr Rosenthal erwähnt, hat jetzt als erster Professor an der Universität Jena eine Alexander von Humboldt-Professur erhalten. Das ist die erste, die wir überhaupt haben. Und da sind wir stolz drauf. Und da war mit Sicherheit ein wesentlicher Aspekt auch Exzellenzcluster. Und das geht nur Universität, Außeruniversität zusammen. Aber ich gebe Herrn Marquardt recht, das ist strukturell nicht angelegt, das liegt an den Einzelhandelnden. Vielen Dank. Herr Kaschke, Frau Kunst, Herr Marquardt. Ja, ich möchte nochmal auf die Frage, Herr Prakhag hat schon viel geantwortet, auf die Frage der Exzellenz im Vergleich zu Amerika zurückgehen. Die ist, Sie verzeihen, Frau Schmoll, die ist nicht richtig gestellt, weil es geht eigentlich, das ist ein Irrtum, sich zu messen mit Stanford und Harvard. Was wir viel mehr tun sollten, wir sollten schauen, welche Universitäten im europäischen Umland oder Asien, hat Herr Prakhag erwähnt, haben uns links und rechts in den letzten Jahren überholt. Und dann nenne ich die ETH Zürich, dann nenne ich EPFL Lausanne, dann nenne ich die Universität Leiden, Delft und so weiter und so fort, Eindhoven. Und dann haben wir, wenn man dann untersucht, was diese Universitäten in den letzten 10 Jahren gemacht haben, dann findet man 3 Punkte. Konsequente Ausrichtung auf internationale Exzellenz, und hier ist die Betonung internationale Exzellenz. Herr Prakhag ist ein wunderbares Beispiel dafür, für internationale Exzellenz. Als zweites Autonomie oder Eigenverantwortung. Und ich glaube, hier kommt noch gleich ein Punkt, den ich bringen möchte zum Thema Verhältnis außeruniversitäre und universitäre Forschung. Und das dritte, ich erwähnte es schon, ist konsequente Internationalisierung. Auch das hatte Herr Prakhag erwähnt. Und zwar durchgängig, also nicht nur im Anwerben von Studenten, sondern in der kompletten Durchgestaltung. Ich fand diese 3 Punkte, die einheitliches Kennzeichen sind, und ich rufe immer die Politik auf, eben nicht nach Amerika zu schielen, sondern die ersten Top-Universitäten im naturwissenschaftlichen Bereich nach Stanford sind europäische Universitäten. Und da müssen wir uns dran messen. Das ist unser Benchmark, der auch eine andere Finanzierungsdimension darstellt. Zum Thema Kooperation außeruniversitäre und Universitäre, da möchte ich noch den Punkt Autonomie nochmal bringen. Ich bin ja in meiner Nebenfunktion Aufsichtsratsvorsitzender des KIT. Das ist ja eine strukturierte, Herr Marquardt, sorry, wenn ich Ihnen da widerspreche, das ist ja eine strukturierte Form der Kooperation von universitärer und außeruniversitärer Forschung. Es funktioniert aber nur eingeschränkt. Und warum? Weil die Autonomie für die Institution fehlt. Wir kriegen nach wie vor 2 Euros in das KIT rein und die kommt zwar über ein gemeinsames Konto, aber unmittelbar nachdem der Euro in der Tür ist, wird gefragt, gehört der Euro dem Bund oder gehört der Euro dem Land? Und das brauchen wir nicht weiterzufahren. Das führt nicht zur Lösung. Und deswegen, Herr Marquardt, brauchen wir schon andere Strukturen, aber die müssen einhergehen mit einer höheren Eigenverantwortung und Autonomie. Ja, da kann ich mich nahtlos anschließen. Also als Gelingensfaktoren, wenn man einige
der Desiderata, die wir heute sehen, überwinden will, ist in der Tat, also über einen höheren Freiheitsgrad fürs Wissenschaftssystem nachzudenken. Und das gilt gleichermaßen, also mindestens für die Helmholtz-Gemeinschaft, wenn ich jetzt an die Nachteile der POF-Förderung und Strangulation dadurch denke, als auch gilt es für die universitären Bereiche. Denn wenn man sieht, was ist so die Realität eines Rektors oder einer Präsidentin, da ist der Anteil an einem Arbeitstag, um die Sachen rumzuarbeiten, um den Freiheitsgrad, den man braucht, um einigermaßen klarzukommen, also deutlich steigend über die Jahre gewesen. Das macht immer dann noch Spaß, wenn man es trotzdem schafft. Aber es wäre sicherlich auch sehr, sehr zu optimieren an diesem Punkt. Bezüglich der Anmerkung von Ihnen, Herr Brackhage, ich meine, das ist immer Klagen auf hohem Niveau, wenn man eine kontinuierliche Steigerung seitens der Außerirdischen hat. Ist das im Vergleich zu dem, was man jetzt also im universitären Bereich hat, und mit dem man trotzdem klarkommen muss, in den Bundesländern, die es jetzt nicht so dicke haben, also nicht vergleichbar. Also wenn man dann tatsächlich die gefüllten Kassen bei den einzelnen Institutionen sieht, nicht gerade bei Leibniz, aber sonst, dann spiegelt sich das ja durchaus auch. Andererseits ist das, was jetzt auch seitens der Max-Planck-Gesellschaft geleistet ist, wenn man jetzt einfach die Erfolgskurve sieht, auch allein auf der Ebene der Nobelpreisträger, dann bewahrheitet sich das, was Sie jetzt gerade sagten, dass auch im universitären Bereich, und das hängt ja unmittelbar mit Autonomie zusammen, also ein klareres Bekenntnis zu exzellenten Berufungen da sein muss, um auch die Partnerschaft, die als Chance gegeben ist, wirklich leben zu können. Denn es gibt große, große Vorteile des universitären Systems, weil nähme man auch den Bereich der überlasteten Lehre als eine Rückbesinnung auf eine Talenteförderung im positiven Sinne, dann ist der Fundus, auf dem das gesamte System steht, die Universität. Denn nur die kann, wenn man so will, auch die Grundprägung weiter leisten, um jetzt in einer Kooperation zwischen einer guten Infrastrukturausstattung im außeruniversitären Bereich mit den anderen zusammen auch wirklich zu wirken. Herr Katschke, die Beispiele, die Sie jetzt aus der Schweiz nannten, die sind nun wirklich richtig saugut finanziert. Die gehören ja also zur ETH-Domain, also die EPFL oder auch ETH. Aber sorry, wenn ich unterbreche, die ETH hat genau dasselbe Budget wie das KIT. Die ETH ist auf Platz 4 im internationalen Ranking, das KIT auf Platz 43. Ja, das sind die Fakten. Ja, aber Sie haben eben einiges an Sonderzuflüssen jetzt gerade seitens ETH, aber das können wir ja hinterher diskutieren. Was ich jetzt einfach nur sagen wollte, richtig ist, dass wenn man sich im Skandinavischen oder bei den Niederländern umschaut, dass es dort eine konsequente Annahme der Herausforderungen der Zukunft gegeben hat. Und dort wird eben in einer Weise auch wird variiert, einfach in Kooperation auch mit Industrie und Wirtschaft, sodass es ja lange gemischte Strukturen gibt, die teils finanziert sind. Wenn man das hier durch diverse Senate bringen will, ist das durchaus eine sehr anstrengende Aufgabe, um jetzt also in Fakultätsstrukturen solche gemischten Funktionen und Finanzierung zu integrieren, weil das immer ein bisschen Hire und Fire ist und man eben halt nicht weiß, ob das dann für die nächsten 25 Jahre hält. Und da wäre mein Plädoyer, sich dem mehr zu öffnen und das auch mit Unterstützung jetzt vieler sehr gut und wohlmeinender Länder auch durchzugestalten und mal einfach auszuprobieren. Vielen Dank, Herr Marquardt. Ich
versuche vielleicht mal ein bisschen zu sortieren. Wir reden jetzt auf zwei Ebenen irgendwie, ja? Also über Governance und Finanzierung, über Governance, und ich muss da näher ran, habe ich auch gelernt, nicht nur grün stellen, ja? Über Governance und Finanzierung einmal im nationalen System und schieben irgendwie den schwarzen Peter hin und her zwischen Unis und Außeruniversitären, und wir reden über die Frage, wie stehen wir international da. Und ich möchte diese beiden Fragen, die natürlich nicht unabhängig sind, einfach nochmal verbinden in zwei Gesichtspunkten oder in zwei Dimensionen. Das eine ist die schiere Finanzierung. Und da meine ich jetzt, die Dynamik und die Menge. Also wie schnell kommt sozusagen Wasser aus dem Hahn und wie weit kann ich den aufdrehen, bis er ganz offen ist. Nehmen wir das mal national nochmal und gehen zu den Fakten. Ich glaube, Frau Kunst sagte gerade, dass manche Länder vielleicht nicht so mithalten können mit den Außenuniversitäten. Das hat sich in den letzten Jahren sehr geändert. Also nochmal, Thüringen hat 4% pro Jahr oben drauf gelegt. Ja? Das haben wir im außeruniversitären Bereich nicht gesehen. Ja? Und man darf auch nicht vergessen, dass bei dem Aufwuchs im außeruniversitären Bereich der größte Teil der baulichen Investitionen mitfinanziert werden muss, was auch wenn es unterfinanziert ist, im Uni-Bereich anders ist. Also wir müssen da ein bisschen aufpassen, aber das ist gar nicht mein Punkt. Ich will da gar nicht so sehr in die Tiefe. Ich will noch mal jetzt auf die internationale Frage gehen und mal fragen, was können wir denn da eigentlich lernen? Ja? Also Stanford und so weiter, die großen Beispiele, da ist ein Haufen Geld da, das ist übrigens im Außeruniversitären genauso. Ja? Die sind auch sehr, sehr viel besser finanziert in den USA wie hier. Also da ist schlichtweg mehr Wumms dahinter, ganz klar. Wie kommt der zustande? Das ist nicht nur eine Frage der Menge, das ist auch eine Frage der Dynamik. Kommt ein neuer Trend, nehmen wir jetzt mal KI als Beispiel, da werden unglaubliche Summen in den USA bewegt und die werden nicht einfach so im kleinen, so klitzekleinen Programm, wie wir das so üblicherweise tun, nicht nur bei der DFG, die gar nicht so groß kann, weil die Volumen nicht da sind, aber auch in der Politik, wo die Volumen ja eigentlich da wären. Auch da wird klitzekleines Zeug finanziert, das läuft dort nicht so. KI ist ein Beispiel, Inflation Reduction Act, die ganze Energieforschung, da wird richtig geklotzt. So, jetzt bin ich bei den Volumen gewesen. Jetzt gehen wir mal zur Frage, wie wird das Geld verteilt? Also zur Governance. Die zwingen ihre Akteure zusammen. Und nicht mit der Peitsche und nicht mit Regularien, das ist so unsere Spezialität. Ja, wir machen dann noch 3 Gesetze und 27 Verordnungen und glauben, dass man dann irgendwie die Akteure zusammenbringt. Nein, die legen richtig viel Geld auf den Tisch und sagen, ihr kriegt das Geld nur, wenn ihr euch zusammentut. Ja, Punkt. Und wenn das dann rum ist und nicht nach 2, 3 Jahren, sondern vielleicht nach 8 oder 10 Jahren, dann beginnt das Spiel aber wieder von Neuem. Da gibt es keinen Bestandsschutz, ja? Weder an der Uni, Stichwort Grundfinanzierung, noch an der Außenuniversität. Also wir müssen mehr Wettbewerblichkeit reinkriegen, wir müssen mehr Dynamik reinkriegen und wir brauchen mutige Entscheidungen, die man nur zwischen Politik und Wissenschaft gemeinsam treffen kann. Und jetzt komme ich zum Thema Aufsicht, ja? Stichwort gemeinsam Entscheidungen treffen. Da haben wir einfach signifikante Schwächen. Ich würde sagen, den Vogel abschießt da ganz sicher die Helmholtz-Gemeinschaft. Aber so richtig gut ist es auch an anderen Stellen nicht. Ja? Ja, was meine ich damit konkret? Ich würde mir wünschen, dass Aufsicht und Politik muss in der Aufsicht sein, weil nur dort gibt es die Legitimation für das Geld, das wir ausgeben. Ja? Also Politik muss sich auf die großen Linien konzentrieren, die gemeinsam mit der Wissenschaft erarbeitet werden, und dann muss Vertrauen da sein in die hoffentlich gut ausgewählten, solide, nicht mal so mal kurz nebenher, sondern richtig solide ausgewählten Führungskräfte. Und da meine ich nicht nur die Leitungen, da meine ich auch die tragenden Wissenschaftler, wo übrigens die Amerikaner und auch die Schweizer viel, viel stärker sind. Also in der Solidität, wie Auswahlprozesse gefahren werden, in der Fläche. Ich will nicht sagen, dass wir das nicht können, aber wir kriegen es in dem Maße, wie es die Amerikaner in die Fläche kriegen und die Schweizer nicht in die Fläche. Vielen Dank, Herr Marquardt, dass Sie das Stichwort Vertrauen genannt haben. Ich habe in den letzten Jahren zunehmend den Eindruck, dass Wissenschaftsministerien zwar viel von Autonomie der Universitäten sprechen, aber letzten Endes nicht nur ihren Leitungen, sondern auch den Wissenschaftlern misstrauen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der uns öffentlich schadet, der den Universitäten öffentlich schadet und der sozusagen auch die
intrinsische Motivation der meisten Wissenschaftler völlig unterbewertet. Herr Rosenthal. Die Diskussion ist jetzt schon ein bisschen weitergegangen. Ich will noch mal was sehr Grundsätzliches sagen, aufsetzend auf Ihre Frage, die Sie gestellt haben zur Exzellenzstrategie. Es ist ja gar nicht so angelegt gewesen, dass man an Harvard, Berkeley, Stanford, wie sie alle heißen, heranrückt, sondern das Konzept war ja eben, nachdem es erst ein Bundesuniversitätenkonzept mal gab für kurze Zeit, eben genau das nicht zu machen, sondern, ich glaube, das war ein Begriff, den Martin Strattmann, ehemaliger Max-Planck-Präsident, geprägt hat, eine verteilte Exzellenz in Deutschland zu fragen. Und ich will dafür auch durchaus noch mal eine Lanze brechen. Ich glaube, dass das ein wirklich gutes Konzept ist. Und es ist das einzige Konzept, auch meiner Ansicht nach, was eben Universitäten und außeruniversitäre Forschungslandschaften zusammenfügen kann oder aus diesen beiden Strängen wirklich eine funktionierende Gesamtlandschaft machen kann. Deswegen wäre das für mich definitiv nicht das erklärte Ziel, dass wir die Exzellenz alle in einer Einrichtung oder in ein paar Handvoll Einrichtungen in Deutschland zusammenführen. Das halte ich immer noch für uns am besten Weg. Vielleicht noch ein paar Staccato-Bemerkungen jetzt. Ich habe auch Befürchtungen, dass die politische Einflussnahme in dem Sinne, dass man auch im operativen Geschäft Personalauswahl immer heftiger sich beteiligt seitens der Politik, dass das zugenommen hat. Das finde ich bedenklich. Ich wollte noch mal was fragen zur Finanzierung. Es stimmt, die Hochschulen haben auch, in Thüringen haben wir diese 3+1% Steigerung, 3% kommen so und 1% quasi auf Antrag dann für Projekte. Berlin hat jetzt gerade 5% entschieden, aber Berlin, das hast du ja auch gesagt, hat eben nicht ein großes, legt auch ein Investitionsprogramm auf, aber wahrscheinlich viel zu klein. Und als ich von Helmholtz an die Uni kam, habe ich diesen unglaublichen Gegensatz gemerkt, dass man das tägliche Brot eben hat, aber dass es kein geregeltes Programm für Investitionen gibt. Jede Investition ist auf Antrag, das gilt für Gebäude, genauso auch für große Geräte. Die müssen dann bei der DFG beantragt werden. Gebäude ist ein Riesenakt, die zu beantragen. Und da, glaube ich, müssten die Strukturen geändert werden. Und das ist international sicher auch ein Standard, dass eben auch Hochschulen, Forschungseinrichtungen, wie eben die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, dass die ein Investitionsbudget haben und ihre Infrastruktur und selber selbstbestimmt in der Lage sind, ihre Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Herr Brackhage, ich würde Sie gerne noch mal als Vizepräsident der DFG fragen, wie man denn im Augenblick über die Fortsetzung der Exzellenzinitiative denkt. Also die Exzellenzinitiative hat sich ja in den letzten Jahren sehr geändert. Es wurden jetzt die Förderzeiträume auf 7 Jahre ausgeweitet, was sicherlich im Sinne der Universitäten war. Darüber waren Sie auch froh. Gleichzeitig merkt man natürlich, dass die Nervosität bei den Clustern, die jetzt gefördert werden, riesengroß ist im Blick auf die nächste Runde, dass junge Leute, die woanders auch attraktive Stellen bekommen können, zum Teil gehen. Das heißt, es gibt auch eine personelle Fluktuation in den geförderten Bereichen und es gibt auch so eine gewisse Wettbewerbsmüdigkeit. Wie werden Sie damit künftig umgehen? Das sind große Fragen, die ich, glaube ich, nicht hier beantworten kann. Ich kann aber dazu sagen, wie wir das diskutieren zurzeit. Und das sind ja nicht nur Diskussionen, die bei der DFG geführt werden, auch bei den Wissenschaftlern. Vielleicht zu dem ersten Punkt, den Sie gesagt haben, die 7 Jahre. Das ist durchaus so, dass ja ein Kritikpunkt, den ich eben noch nicht nennen konnte, der Exzellenzinitiative und jetzt Exzellenzstrategie, darin bestand, dass wir einfach so einen Beantragungsmarathon immer erwarten. Und ich kann das selbst bestätigen, es sind einige Kolleginnen und Kollegen hier, mit denen wir das zusammen gemacht haben. Wir haben uns Jahre darauf vorbereitet, auf quasi die Beantragung unseres Exzellenzclusters. Und das hat auch dazu geführt, eben diese Analyse zum Beispiel, dass die Zeiträume, die wir vorher hatten, zu kurz waren. Deshalb diese 7 Jahre, um als erstes zu sagen. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, und das ist natürlich etwas, diese Überbelastung des Wissenschaftssystems, die diskutieren wir natürlich an vielen Stellen, auch nicht nur in der DFG, überall. Es wird inzwischen immer schwieriger, Gutachtende zu finden. Gerade jetzt auch, ich meine, müssen Sie sich vorstellen, es ist ein gewaltiger Aufwand, der auf die DFG zugekommen ist,
um jetzt die Exzellenzstrategien und die Exzellenzuniversitäten zu begründen. Das macht ja der Wissenschaftsrat, aber sagen wir mal die Exzellenzstrategie, das sind Hunderte von ausländischen Wissenschaftlern natürlich und das ist eine Riesenkraftanstrengung an die DFG. Auf der anderen Seite, und das möchte ich vielleicht auch nochmal betonen, das Besondere an der DFG ist ja, was die meisten von Ihnen wissen, es ist ein wissenschaftsgeleitetes Verfahren der Prüfung von Originalität und Exzellenz. Und das ist quasi auch die Reputation, die die DFG den Exzellenzstrategien verleiht. Und das war übrigens, das habe ich ganz bewusst selbst erlebt, nachdem wir unseren ersten Exzellenzgraduierten Kolleg hier hatten in Jena, das war ein unglaublicher Hebel für weitere Projekte, weil die immer gesagt haben, die müssen schon irgendwie gut sein, wir verstehen es vielleicht nicht, aber es muss irgendwie gut sein, die DFG hat es geprüft. Und das ist sehr wichtig. Also das ist ein Punkt, den wir sehen, eine Überlastung des Systems. Der letzte Punkt, den Sie angesprochen haben, und das hatten wir ja gerade diskutiert, und ich meine, es gibt ja auch, die Frage ist, wie viel Wettbewerb muss man in einem System haben? Das kann ich alleine nicht beantworten. Aber um vielleicht nochmal auf amerikanische Universitäten zurückzukommen, um mal die Extremseite zu sehen, die ich auch nicht gut finde, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sind an Elite-Universitäten, die haben kein Gehalt von der Universität. Die dürfen das in ihren Briefkopf schreiben, dass sie in Harvard sind. Und das Gehalt müssen sie sich einwerben mit Drittmitteln. Top-Leute. Und die gehen trotzdem sehr gerne dahin. Das finde ich persönlich zu viel, weil wir ganz anders kulturell natürlich in Europa, sagen wir, edukiert wurden. Aber die Frage ist natürlich, die DFG ist eine Organisation, wenn ich jetzt über die DFG sprechen darf, die Wettbewerbsverfahren organisiert. Die DFG ist keine Organisation, die jetzt sagt, wir finanzieren jetzt was für immer. Das ist nicht die DFG. Das ist eine politische Entscheidung. Da gibt es ja viele Diskussionen darüber, ob man Cluster verstetigen soll, nicht verstetigen soll. Wenn man das machen möchte, glaube ich nicht, dass die DFG daran beteiligt sein wird. Vielen Dank. Frau Kopp, Sie sind ja an einer Exzellenzuniversität. Lange hieß es, in Baden-Württemberg hat Konstanz sozusagen das ewige Ticket auf den Exzellenzstatus. Das hat sich, glaube ich, inzwischen ein bisschen geändert. Aber Sie sind an einer Institution, die sich letzten Endes der Exzellenzstrategie verdankt, nämlich am Zukunftskolleg. Können Sie vielleicht einfach kurz beschreiben, was ist die außerordentliche Form dieses Kollegs und wird das denn auch in Zukunft existieren, selbst wenn Konstanz jemals seinen Exzellenzstatus verlieren sollte? Ja, es ist ganz interessant, dass Sie es sagen. Ich habe vorhin gerade noch zufällig gesehen, im Twitter-Handle hatte die Universität Konstanz sehen und so eine Ausnahme, wie Sie vorhin gesagt haben, wo eben gar nicht so viele außeruniversitäre Forschungseinrichtungen da sind, was es sehr schwierig macht. Was es in Konstanz zusätzlich natürlich noch schwierig macht, ist eine extrem kleine Universität. Also ich habe vorhin ganz groß geguckt über ihre ganzen Berufungsprozesse in den letzten 10 Jahren. Das sind mehr, als die Universität Konstanz insgesamt Professuren hat. Da bringt es dann aber so eine Exzellenzstrategie natürlich eine Dynamik rein, weil Leute aus sehr unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeiten müssen. Und das ist da, glaube ich, schon so ein Trigger, was sonst vielleicht nicht ins System so incentiviert werden würde, wie es durch eine Exzellenzstrategie passiert. Das Zukunftskolleg ist eine besondere Form, weil es praktisch nochmal wie ein separates Institut innerhalb der Universität ist, das aber nicht einem bestimmten Fachbereich oder Fakultät zugeordnet ist, sondern interdisziplinär ist und für eine bestimmte Karrierestufe, nämlich vor der Professur. Und man ist dort unabhängig, also man ist nicht angestellt, ich habe da eine Stelle als Nicht-Professorin, bin einer Abteilung sozusagen angebunden, aber habe niemanden, keinen Professor über mir sitzen, der mir fachlich weisungsbefugt ist oder mir sagt, welche Projekte er jetzt für mich sinnvoll findet oder nicht und bei welchem Projekt ich vielleicht mitarbeiten sollte oder nicht. Und das bringt natürlich eine bestimmte Form der Möglichkeiten und auch des Experimentierraums rein, den man sonst im deutschen Wissenschaftssystem eigentlich fast nicht hat. Es hat natürlich auch noch mal bestimmte Problematiken, wenn man oft doch einfach eine Gruppe, ein Team um sich herum braucht, was einen auch vielleicht mal ein bisschen mitzieht und einbindet. Da hat man andere Herausforderungen, aber ich glaube, das ist, um Wissenschaftlerinnen zukunftsfähig sozusagen auszubilden, eine sehr gute Schule. Wie das in Zukunft aussehen soll, kann ich Ihnen natürlich jetzt so nicht sagen. Das sind auch Prozesse, die an der Uni in Konstanz derzeit laufen, die natürlich auch von politischen Gegebenheiten, wie gibt es neue Befristungsregelungen,
geformt werden, aber vielleicht nicht so sehr geformt werden sollten. Also ich glaube, da ist es schon wichtig, wenn sich Universitäten da auch nochmal ihre individuellen Freiräume schaffen und nicht darauf zurückziehen, was sind denn die äußeren Gegebenheiten, sondern ich glaube, wenn man wirklich will, kann man schon auch innerhalb der gegebenen Strukturen sehr viele Freiräume sich schaffen. Das heißt aber, Sie würden sagen, wir als junge Wissenschaftler haben tatsächlich auch was von der Exzellenzstrategie gehabt, denn es war ja einer der Vorwürfe, weder die Studenten noch die jungen Wissenschaftler haben was davon. Ja, wenn man es so sieht, das ist ein sehr interessanter Rahmen, den man jetzt für eine gewisse Zeit hat. Die Problematik, die es aber ist, natürlich in Clustern auch, natürlich macht man da sehr gerne mit. Es gibt aber die Problematik, dass dann natürlich ein Cluster, der sich einem bestimmten Thema widmet, dann in diesem bestimmten Bereich extrem viele Personen ausbildet und da eine gewisse Unwucht ins System kommen kann. Wir hatten gerade einen Berufungsprozess an der Uni in Konstanz, wo 50% fast der Bewerbungen aus einem bestimmten Ort kam, weil eben der extrem überproduziert hat, wenn man so sagen will. Da gibt es dann so Unwuchten in Systemen, die natürlich dann nicht allein im deutschen Wissenschaftssystem aufgefangen werden können, was man sich klar machen muss, dass man da hauptsächlich auch für international produziert, was man sagen kann, ist ja super, wo man sich natürlich aber auch fragen kann, macht das so Sinn? Vielen Dank, Frau Kunst. Ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, Frau Kopp, was Sie gerade noch mal beschrieben haben, weil es in gewisser Weise die Konsequenzen der Aussagen von Herrn Brackhage spiegelt. Also ich glaube, wir stehen alle dazu, dass jetzt Formate der Exzellenzinitiative nicht auf Dauer gestellt werden sollen, sondern man muss auch damit rechnen, dass jetzt nach einer großzügigen Förderung bestimmte Themen ausgeforscht sind oder sich selber einen Weg zu etwas Nächstem suchen müssen, sodass das sehr in Ordnung ist. Wenn man das jetzt auf ein relativ träges System bringt, also wie Universitäten sind, die erneuern sich jetzt nicht innerhalb der Laufzeit eines Exzellenzclusters, sondern es bringt entsprechende Friktionen, wenn man jetzt also die Grundidee eines Zukunftskollegs oder bestimmte Linien wirklich verdauern will, dann führt das zum Aufgeben von was anderem oder aber zu erheblichem Stress an den Stellen, an denen jetzt so eine Gruppe mit hohem Freiheitsgrad und Luxusthemen, also mit jetzt Luxusthemen meine ich jetzt mit qualitätsgesicherten Themen, die jetzt im Rahmen Zukunftskolleg oder auch in bestimmten Gruppen in eine Fakultät integriert werden, weil natürlich eine ganze Reihe anderer Kollegen auch das, was an Aufgaben in der Universität zu erledigen ist, zum Teil miterledigen müssen, weil diese Personen freigestellt werden, jetzt bei entsprechenden Exzellenzclustern, sodass, wenn man die tatsächlich halten will, das zu einem hohen Umstrukturierungsdruck führt, wenn tatsächlich diese Themen auch Profil bilden für die Universität der Zukunft, egal welche Universität es jetzt ist, werden soll. Und da finde ich, hat die Exzellenzinitiative das, was wissenschaftspolitisch beabsichtigt war, nicht erfüllt. Das war ja intendiert. Ne? Es war intendiert im Sinne der höheren internationalen Wettbewerbsfähigkeit, die Transformation des Systems zu beschleunigen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und alle, die das mal in Praxis gemacht haben, wissen, dass es fast unmöglich ist. Ja, vielleicht nur ganz kurz, ich stimme eigentlich Frau Kunst komplett zu, dass das ganz schwer ist für Universitäten, auch für außeruniversitäre Forschungsinstitute, nach 7 Jahren zu sagen, A, wir können uns nicht neu erfinden, weil wir haben die kritische Masse in einem Bereich, und B, man muss versuchen, diese Cluster zu verlängern, was ja für einige Cluster extrem gut gelungen ist. Ich denke an Kölner Cluster und andere Cluster, die sind über 3 Perioden bisher schon gefördert worden. Aber dennoch würde ich es auch ein bisschen positiver sehen. Ich habe ja auch nur gesagt, dass die DFG wahrscheinlich nicht das richtige Instrument ist dafür, weil wir ja dann das Geld fixieren in einem Bereich und für anderes, für Neues nichts mehr zur Verfügung steht. Ich würde es aber trotzdem positiv sehen, weil sowas haben wir auch diskutiert an unserer Universität, durch die Neuberufung, und ich glaube auch, dass durch die Exzellenzcluster, ich hatte das schon gesagt, der Druck wesentlich größer geworden ist, wirklich darauf zu achten, dass man exzellente Leute beruft
und vielleicht auch international, dass das natürlich eine kritische Masse ist, die, auch wenn sie im Exzellenzwettbewerb jetzt nicht erfolgreich wäre, natürlich auch in anderen Wettbewerben durchaus erfolgreich sein kann. Vielleicht darf ich noch einen Punkt sagen, weil wir das eben angesprochen hatten, das betrifft die Lehre. Und vielleicht darf ich nur ganz kurz 2 Punkte sagen, weil da habe ich mich ein bisschen vorbereitet auch und eins auch meine persönliche Erfahrung möchte ich gerne mitteilen. Das eine ist, ich habe gelernt, dass anscheinend 2004 die Exzellenzinitiative damals gefährdet war, weil es da Divergenzen gab zwischen verschiedenen Bundesländern und dem Bund und dass dann die Entscheidung getroffen wurde als Kompromiss, dass wir die Lehre rausnehmen. Die war eigentlich ursprünglich intendiert, integriert zu sein. Und das war der Kompromiss. Und jetzt möchte ich aber die persönliche Erfahrung sagen, dass Cluster, ich muss jetzt sehr subjektiv sprechen, weil ich kenne ja nur diesen einen Cluster vom Innen, dass das extreme Auswirkungen auf die Lehre hatte. Und zwar sowohl auf die Lehrbedingungen. Wir haben neue Studiengänge kreiert, die es gar nicht geben würde, ohne Exzellenzcluster, zum Beispiel viele Masterstudiengänge, die ich hier nennen könnte. Und natürlich auch, und was wir noch eingeführt haben, nur als Beispiel, also wie das doch, denke ich, das Universitätssystem massiv beeinflusst hat, im Prinzip mit relativ wenig Geld, sage ich nochmal. Wir haben zum Beispiel auch, was Sie gesagt haben, fand ich absolut richtig, Frau Kopp, wir haben eingeführt auch Strukturen an der Universität, die es schon an Außeruniversitäten lange gab. Am Max Planck zum Beispiel, wir haben unabhängige Nachwuchsgruppen, die wir jetzt an der Universität haben. Das sind Nachwuchsgruppen, sind komplett unabhängig. Da ist kein Lehrstuhlinhaber oder so, wir machen höchstens noch Mentoring. Und das schafft sehr viel Bewegung ins System, löst natürlich nicht das Problem, wie schaffen wir mehr Dauerstellen und solche Dinge, das ist klar. Vielen Dank. Ich glaube, der Punkt Lehre ist wichtig, aber wir müssen natürlich gleichzeitig sagen, die Lehre wurde rausgenommen, weil man sich nicht auf Kriterien für gute Lehre einigen konnte. Und das ist ja auch ganz schwierig. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass gerade in den Geisteswissenschaften es als großer Vorteil der Exzellenzinitiative und der Strategie gesehen wurde, sich von der Lehre freizukaufen. Durch Fellowships und durch Forschungsjahre, geradezu Forschungsjahre. Es gibt welche, die haben da dicke Wälzer geschrieben und das war sicherlich nicht ohne Ergebnis. Trotzdem, Herr Rosenthal, ich würde Sie gerne noch mal provozieren im Blick auch auf Ihre zukünftige Tätigkeit. Die Lehre ist, glaube ich, wirklich unterbewertet. Es gibt immer wieder die Diskussionen, auch im Wissenschaftsrat Lehrprofessuren einzuführen. Das stößt meistens an den Universitäten eben nicht auf positiven Widerhall, weil genau die forschende Lehre nach dem Humboldtschen Prinzip damit aufgegeben wäre. Wie werden Sie mit dem Punkt Lehre in Ihrer künftigen Tätigkeit umgehen? Ja, da gibt es natürlich sehr viel zu sagen. Ich persönlich bin der Meinung, dass Forschung und Lehre zusammengehören und dass wir das unbedingt weiter pflegen sollten. Das natürlich in unseren Zeiten, wir haben jetzt über Zürich gesprochen, die haben, glaube ich, einen 10-mal so großen Etat wie wir, aber genau die gleiche Studentenzahl. Das ist so ein Unterschied auch, den man sehen muss, dass das Humboldtsche Prinzip in Zeiten der großen Zahlen an Studierenden schwer umzusetzen ist. Trotzdem bleibt es nach meiner Meinung ein Desiderat. Ich würde es aber nicht so auslegen, dass es nicht auch Stellen im Mittelbau, vielleicht auf der Professorenebene einzelne Stellen gibt, wie in England, UK zum Beispiel, wo man sich eben auf Lehre fokussiert. Wir sind ja auch da mit der Jungen Akademie ein bisschen im Gespräch, dass es eben Karrieren gibt neben der Professur, die dann auch lehrorientiert sein können, vielleicht nicht 100%, aber 70 oder 80% machen. Also Spezialisierung, da würde ich durchaus für sinnvoll halten, aber letzten Endes kommt es darauf an, glaube ich, dass man Forschung und Lehre doch zusammenhält und das wäre wirklich auch mein Rat an alle Hochschulen. Ich weiß nicht, ich würde gerne noch ein paar Sätze vielleicht auch zu der Debatte vorher sagen, weil ich das eine Herausforderung und für eine interessante Frage halte, wie wir mit den Clustern, das sind ja auch so der Forschungsbereiche, umgehen. Wir drei, Frau Obergfell, Frau Becker und bis vor kurzem wir verstetigen ja gerade ein Forschungszentrum der DFG, das EIDEF, was international total gut läuft, beste Publikationen, auch in der Fachwelt, in der Politikberatung wirklich extrem gut aufgestellt ist. Und wir stehen jetzt vor der Herausforderung, so eine Art Sonderraum im universitären Setting zu schaffen was nicht nur nach den Regeln einer Fakultät funktionieren kann. Ich bin aber der Meinung, dass das betrifft besonders die Universitäten, dass sie sich dieser
Herausforderungen in Zukunft stellen müssen und auf Zeit dann auch Konstrukte haben, die dann eher zwischen den Fakultäten aufgehängt sind, aber natürlich an den Fakultäten auch partizipieren, die dann, ich nehme das Wort jetzt mal in den Mund, doch gewisse Privilegien haben. Auf Zeit begrenzt, diese Privilegien müssen immer wieder gerechtfertigt werden. Insofern glaube ich, dass wenn wir auch näher an die außeruniversitäre Welt zusammenrücken oder näher aneinander rücken, dass wir solche Konstrukte auch bleiben. Denn sonst wäre ja immer der Weg, dass ein Cluster oder ein anderes großes Konstrukt abwandert in die außeruniversitäre Welt. Und ich glaube, dass wir auch als Unis diesen Input einfach brauchen. Und ein Strukturaspekt kommt da immer wieder zum Vorschein, oder an den denke ich dann immer wieder, die Nachwuchsgruppen, ja. Early Career Researchers, da haben uns die Außeruniversitären wirklich was voraus, weil das die Hälfte der Belegschaft auch ausmacht und die auf eigene Kappe, wie Sie jetzt auch, arbeiten in Konstanz. Und ich glaube, dass die Universitäten davon wirklich mehr brauchen, dass sie junge Leute brauchen, die noch keine Professur haben oder keine Professur haben, die vollständig, eigenständig arbeiten. Aber es ist völlig klar, im Augenblick geht das eine geht auf Kosten des anderen, die Budgets wachsen nicht und es ist dann immer mit einer Umschichtung auch verbunden. Aber ich würde mit dem Ganzen auch gerne zum Ausdruck bringen wollen, in Jena kann man sich das wirklich gut vorstellen. Letzten Endes brauchen wir sowas wie einen einheitlichen Raum für Forschung und Lehre. Und ich habe das schon oft so gesagt, ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Doktorandin oder der Postdoc gar nicht merken, ob das Enzym, was sie jetzt gerade benutzen im Experiment, ob das von Helmholtz bezahlt wird, von Leibniz oder von der Uni. In Teilen gelingt das, glaube ich, in den graduierten Schulen hier, aber so ein Konzept noch weiterzuführen, das halte ich für äußerst vielversprechend. Ich wollte einfach ergänzen und nochmal ganz klar sagen, forschendes Lehren und Lernen ist dringender nötig denn je. Also da geht es nicht darum, machen wir den alten Humboldt weiter, sondern wenn wir den nicht hätten, müssten wir ihn erfinden. Ich kann das auch begründen. Also wenn wir im Moment die Dynamik anschauen, wie Wissen entsteht, und zwar disruptives Wissen, ja, was wir nicht mal ein Jahr vielleicht uns leisten können, nicht sofort in die Lehre einzuführen. Und was wir alle kennen, sind die ganzen Entwicklungen im KI-Bereich. Ja, nehmen Sie ChatGPT. Natürlich muss das sofort in der Lehre sowohl als Werkzeug wie auch als Forschungs- und Lehrgegenstand mit aufgenommen werden. Das kann man gar nicht rausschieben. Und wenn man das machen möchte, dann sind wir wieder bei dem Punkt Überforderung, ja, hoch 3. Ja. Das kriegt man nicht einfach so hin. Also das ist eine wesentliche Überforderungsdimension, die ganz klar an die Wand geschrieben ist. Weil man ja viel, viel personalintensiver ist. Man braucht andere Instrumente, Massenveranstaltungen mit 1000 Leuten, die funktionieren so nicht. Ja? Und die haben an den großen Universitäten noch oft teambasiertes, problembasiertes Lernen, Projektarbeiten und so weiter. Das braucht alles andere Strukturen, von den Bauten bis zu den Personalstrukturen. Und ich glaube, das wird der Erfolgsfaktor sein eines Wissenschaftssystems, diese Anforderungen, also forschungsorientiertes Lehren und Lernen in Konsequenz, ja, engstens verzahnt, dieses zu schaffen oder eben nicht. Ich würde Sie gerne noch mal fragen, wenn das gelänge, was Herr Marquardt eben beschrieben hat, wäre dann auch der Punkt Transfer, mehr Mut zu Ausgründungen, Start-ups, möglicherweise sogar mehr Patentanmeldungen, wäre der sozusagen damit verbunden oder würden Sie das getrennt davon sehen? Ich glaube, dass es verschwimmen wird und der Punkt von Herrn Marquardt ist ja, KI ist ja sehr ein guter. Wenn Sie sich anschauen, wo heute 95% der Entwicklung von KI herkommt, dann der vordersten Front, dann kommen die ja nicht aus den Universitäten oder aus Grundlagenforschungseinrichtungen. Sie kommen aus der Industrie. Und das war ja mein Punkt vorhin. Wir müssen einfach diese Wand, Universität, Unternehmen, einfach viel offener gestalten. Das, was Sie gerade ansprachen, Herr Marquardt, natürlich, genau richtig. Wir brauchen neue Lehrveranstaltungen, die offen lassen. Bin ich jetzt eigentlich nicht nur bei Helmholtz oder bei der Universität oder bin ich auch im Unternehmen? Das brauchen wir, diese Offenheit, weil dort ist eine Dynamik da, die wir heute teilweise nicht haben. Und wenn wir eine Reformierung, sage ich mal, der Lehre gehen mit dem Grundgedanken, wie werden wir uns auf die neuen Herausforderungen der Dynamik in der KI einstellen, dann würde ich versuchen zu behaupten,
dann ist der Zug abgefahren, bevor die Kommission sich zur ersten Tagung zusammengefunden hat. Und das glaube ich, da müssen wir einfach andere Wege gehen. Und deswegen mein Plädoyer wieder, diese Wege brauchen Gestaltung. Frau Kunz, was Sie gesagt haben, Gestaltungsfreiraum, Gestaltungsmöglichkeiten. Und dann sind wir wieder ganz schnell beim Thema Autonomie. Ja. Ich meine, dafür ist einfach das Vertrauen nötig, dass man jetzt nicht 1000 Detailregelungen über weiß der Himmel, wie viele Gremien durchhaken muss, einschließlich einer ministerialen Genehmigung, um jetzt neue Elemente in der Lehre anerkennen zu können. Denn man hat es ja in Corona gesehen, dass das in Ansätzen dann ganz schnell funktioniert. Wenn man diese Dynamik also fortsetzen dürfte, wäre schon auch ganz viel gewonnen. Herr Rosenthal, eine Frage, eine letzte noch an Sie, die Sie in Zukunft ja besonders beschäftigen wird. Innerhalb der HRK, das ist kein Geheimnis, gibt es ja durchaus nicht nur eitel Sonnenschein zwischen den verschiedenen Universitäten, sondern die angewandten Hochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die Universitäten, die Musikhochschulen, die Kunsthochschulen sind so divers, dass es manchmal schwierig ist mit der Gemeinsamkeit. Ich habe das Ihren Vorgänger auch schon gefragt. Es ist, glaube ich, wirklich gehört zu den schwierigsten Aufgaben dieser zukünftigen Tätigkeit, diesen Sack Flöhe irgendwie zu hüten und zu einer gemeinsamen Aktion zu bringen. Wie wollen Sie das schaffen? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Hütefunktion in der HRK habe. Aber wir haben das war ein zentrales Thema, auch im Rahmen der Wahlen. Ich halte es für einen ersten Schritt, und das mag banal klingen, dass man wirklich mal Strukturen schafft, die eben die unterschiedlichen Player auch zusammenführen. Also die HRK, die hat Mitgliedergruppen, nehmen jetzt mal die beiden großen Gruppen, Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die künstlerischen Hochgruppen, Frau Lindig sitzt hier, sind auch noch eine Gruppe, die wieder ganz besonders sind. Und ich glaube, wir müssen da ein gemeinsames Gespräch hinkriegen. Dann würde ich denken, dass es viele Übereinstimmungen in Grundsätzen gibt und in der Ausgestaltung Unterschiede bleiben. Und die HRK hat nicht die Aufgabe zu sagen, das ist der Einheitstyp, da sind wir uns alle einig, sondern ich glaube, diese Vielfalt, das sagte ich auch eingangs mal, die brauchen wir. Wir brauchen ein Profil von einer Hochschule für angewandte Wissenschaft, die regional mit mittelständischen Unternehmen produktorientiert Forschung betreibt, genauso wie eine Universität, die dann auf anderen Ebenen arbeitet. Und das ist kein Gegensatz und das eine ist auch nicht besser und schlechter als das andere. Und gerade bei den künstlerischen Hochschulen, das ist auch ein Thema, was uns sehr beschäftigt hat jetzt in der HRK, dass wir zum Beispiel den kulturellen Beitrag sehen, den die künstlerischen Hochschulen natürlich ganz besonders bringen. Aber ich habe das vorhin ja auch kurz gesagt, mal in meiner kurzen Ansprache, das ist natürlich auch kulturelle Beiträge bringt jede Hochschule. Also natürlich sagt man immer, es ist ein Gemischtwarenladen. Ich kenne das Gemischtwarenladen schon von den Leibniz-Zeiten her. Axel Brackhage kennt das wahrscheinlich gut. Ich stehe dazu. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen, es gibt unterschiedliche Interessen. Und mir scheint wirklich wichtig, dass wir uns auch so komplementär dann aufstellen und das gegenseitig anerkennen und das auch nach außen tragen und dass das besser gelingt. Dafür würde ich mich gerne einsetzen. Vielen Dank Ihnen auf dem Podium, aber auch Ihnen im Publikum für das konzentrierte Zuhören. Vielen Dank. Liebe Frau Schmoll, liebes Podium, vielen Dank für diese spannende Diskussion. Sie haben uns einige anregende Gedanken mitgegeben, die wir heute Abend gerne noch miteinander diskutieren wollen. Bleiben Sie bitte noch einen kleinen Moment auf dem Podium. Ich sehe nämlich hier überall im Raum kleinere Geschenke. Herr Rosenthal hatte sich erbeten, dass es nur kleine Geschenke gibt, keine großen Geschenke, aber alle, die noch ein großes Geschenk machen möchten, können das gerne tun. Sie finden so kleine Flyer über Ihren Sitzen liegen. Wir werben damit für ein Deutschlandstipendien und wir würden uns sehr freuen, wenn heute am Ende der Veranstaltung ein Deutschlandstipendium zustande kommt. Dafür machen wir es Ihnen ganz einfach. Es gibt hier einen QR-Code, einmal für eine Überweisung, einmal für eine PayPal-Überweisung. Ja, und Sie schenken damit nicht nur einem Talent an der Universität hier Zukunft, sondern machen Herrn Rosenthal eine Freude.
und machen diese Universität noch ein Stückchen attraktiver mit einem weiteren Stipendium. Die Überweisungen gehen an die Freunde und Förderer. Und wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen wollen, dann werden Sie gerne Mitglied, da freuen wir uns sehr drüber. Darüber bleiben Sie der Universität verbunden, aber auch dem bald Altpräsidenten Herrn Rosenthal. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen allen ganz herzlich. Ich verabschiede mich hiermit von allen unseren Gästen an den Monitoren und für alle Ehrengäste, Feiergäste hier im Raum geht es gleich draußen weiter. Die Getränke sind bereit. Es gibt ein kleines Thüringer Catering. Und wie es gehört, für eine Universität, die Tradition und Moderne verbindet, gibt es klassische Bratwurst und eine vegane Alternative. Sie sind herzlich eingeladen.